Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Stream meinerseits. Mich graust irgendwie jetzt schon. Mich graust jetzt schon für das, was ich jetzt spielen werde. Ich hab's mir gerade frisch runtergeladen. Es ist erst im Juni erschienen. Der Autopsy Simulator. Es könnte tatsächlich krass werden. Das heißt, es ist wirklich ab 18. Das Spiel. Ich soll die Einstellung bringen eh nichts. Ich habe eh für Kinder nicht geeignet eingestellt, also. So, heruntergeladen und installiert ist es schon. Ich würde sagen, wollen wir direkt reingehen? Guten Abend! Wollen wir direkt reingehen? Okay, schauen wir mal erst einmal hier auf das hier. Müsste mit Sicherheit. Also hier sehen wir das Game auf jeden Fall. Gehen wir mal rein. Und ich mache natürlich die Musik aus, damit es schön spannend bleibt, ne? Woodlet Games. Team 17. F-Mod. Ja gut, das lese ich jetzt nicht vor. Okay, wir sind drin. Einstellungen, Grafik. Alles natürlich auf hoch, ja klar. Wie zu erwarten. Da haben wir auch alles richtig. Ist an. Ja, wird schon passen. Wird schon passen. Die Musik ist auf jeden Fall ein bisschen laut, ne? Aber schön, dass da gleich VHS-Kassetten angezeigt werden, ne? Prolog. Office of the Medical Examiner, Beatsville. Dr. Jack Hadman is speaking. How can I help you? Good evening, this is Kate Brooks. I'm not sure if you remember me. A few weeks ago, we talked about an article I'm working on. It's about your wife. I dropped by last Friday to speak to you, but you weren't working at the time. I asked the security guard to pass on a note for me. I would like us to discuss the topic of... I thought I had made it painfully obvious for the last time. No! Please don't call me again and stop inquiring about my wife. Damn journalists. They don't let me work. God damn it. I'm not in the best frame of mind to record a lecture for my students now. I'm feeling completely broken. Where did I leave my meds this time? Okay, ich schau jetzt mal schnell. Krieg ich hier auch ein Bild? Ja, perfekt. Es sieht auch gleich besser aus, das Bild. So, was? Da muss ich noch umschalten. Hallo, anders verleuchten, bitte Tastatur, dankeschön. So, dann schauen wir uns erstmal um hier. Gut, passt. Gehen wir wieder, hör mal auf. Das Fenster ist ja offen. Stoppe den kalten Luftzug. Wie mache ich? Hallo? Hallo? Ich will die Lampe wieder einschalten.
Hier sehe ich ein bisschen mehr. Da ist die Lampe. Im Stream habe ich gerade mehrere gesehen als auf meinem Bildschirm. Awful. It would be good to finally repair the coffee machine. Die Kaffeemaschine sollte mal endlich repariert werden. I guess it was in another life. Meine Frau wahrscheinlich. Das Spiel spielt übrigens. Ups. Spielt übrigens. Wednesday. It's not my favorite day, although it's certainly better than Monday. 1991, ne? It won't be needed for the next few months. Hallo, ja dann. Needed for the next few months. Ja, dann schalten halt aus. Stephen didn't clean up after himself again. So, was haben wir hier? Definitely pay me too little for this. Okay. Lies die Nachricht des Journalisten. Okay. Hallo, hier ist Kate Brooks, eine Reporterin der New Orleans Weekly. Ich konnte sie zu Hause nicht antreffen. Langsam habe ich den Verdacht, dass sie mir aus dem Weg gehen. Mr. Hanman, wie dem auch sei. Wie Sie wissen, würden wir gerne einen Artikel über die Leistungen Ihrer Frau schreiben. Wir würden uns freuen, mit Ihnen darüber zu sprechen. Zusammen mit dieser Notiz hinterlasse ich auch meine Visitenkarte. Ich werde Sie heute Abend anrufen. Ich hoffe, Sie sind zu Hause oder im Büro anzutreffen. Mit freundlichen Grüßen, Kate Brooks. Okay. Und die Visitenkarte haben wir hoffentlich schon im Müll geschmissen, oder? Schau im Bad nach deinen Tabletten. Haben wir hier irgendwo Licht? Natürlich nicht. Pathology. How to combine the hands of a surgeon, the passion for a good mystery, and an Jack Hatman? exceptionally strong stomach. Und du bist auch Jack Hatman. Beides Medical meins. University diploma. Okay. I didn't know then that I would prefer corpses to living people. Und ich kann nicht mal rennen. Out of order. It is, the lab will be open tomorrow. Okay. Okay, time to pull myself together. Ich liebe es, wenn die Pillen wirken. Okay. Was haben wir jetzt? I need to set the camera first. Hol die Kamera aus dem Lagerraum. Storage. Ja, passt. Sind wir gleich richtig. This place is starting to look like a hoarder's dream, rather than a storage room. Wo ist denn die Kamera? Da ist sie. Now remember, Jack, don't forget, hit the record button this time. Sezierraum. Hopefully the new tripod is going to hold up. Oh, hi. Now, I just have to get everything in frame. This should be fine. November 20th, 1991. Time, 8:43 p.m. Recording for medical students from the University of Missouri. This autopsy is conducted... Hello, everyone. Oh. Welcome to the autopsy room. Today, you will have the dubious pleasure Entschuldigung. of... Let's start. Always wear an apron, mask, and gloves. Goggles are a must when the job is splashy. And in Ach, case hier of wird's mir sharp erklärt. Okay. accidents, it's worth having disinfectants at hand. It's true that you won't get ptomaine poisoning straight away, but if your liver or kidney aren't doing well, you may end up with diarrhea. The cadaver is placed on its back on the autopsy table. The pathologist stands on the right of the deceased. Make sure that all the necessary tools are always at hand so that you don't have to run around looking for something, like I do all the time. Red schneller. In the process of revealing and securing forensic evidence, it is difficult not to interfere with the original condition of the deceased. Written and photographic documentation plays a vital role throughout the entire examination process. During your research, be patient
inquisitive, but above all, attentive to detail. Many entries are visible at first glance, but sometimes they can be cover for more interesting stories. And lastly, remember that nothing teaches you self-narration like working with the dead. So get used to that fact soon. Everyone will think you're talking to yourself. Okay. Das heißt... Now, onto the police folder. That will contain all sorts of pertinent information as to Polizeiakte. who the deceased might be, and what potentially happened to them. The deceased's name is Footcoupon, Tobias okay. Chambers, locally known as Old Toby. Homeless and unemployed for at least a couple of years. Ach, war obdachlos, okay. The deceased was found on the outskirts of a parking lot at a gas station, where he often begged and persistently offered drivers to wash their car windows. Okay. The body was noticed by a station employee during the morning shift. Initially, he thought that someone had thrown some boots and a coat in a nearby ditch. It took him a moment to recognize the pile of clothes as the body of a man. Ach so, ich kann so auch He worked durchgehen. most of his life at the local port dealing with unloaded cargo. He was fired for being drunk and starting fights. His son runs a hardware store on his own. His wife left him years ago. They both had no contact with the deceased. Okay. Signs of libation were Alkohol. found with the body. Empty bottles, traces of an inept attempt to start a fire, and Klassiker! a scattered makeshift blanket. Ja, die müssen sich auch irgendwie warm halten. That's it. It's So. worth remembering the context around the scene of a death. This allows you to better interpret any traces found on the body. I shouldn't start the procedure without gloves. Oh, das ist schön. Es wird automatisch rausgepixelt. Oh, das ist schön. Das gefällt mir, dass es alles gepixelt wird. Das heißt, wenn es automatisch gepixelt wird, muss ich mir keine Sorgen machen. Das ist schön. Und ich dachte, ich muss mir schon Sorgen machen. Handschuhe. Now it's our turn to take some pictures for our files. If I can just remember where I left the camera. It's in here somewhere. Okay. Nimm die There you are. I knew it was here somewhere. Eine alte Polaroid. As I mentioned at the beginning, before we begin the internal examination, we need to document the cadaver and the condition it arrived in. We begin with a full body photo. Try and stick to the top-down rule, but this is not always possible. Let's keep in mind it's all about the legibility, not the perfect frame. Voila! Now we move on to the next step, looking for traces. Take your time. Look at the corpse from different sides, from different angles, up close, and from a distance. You're looking for anything out of the ordinary. Ein allgemeines Foto, hat er gesagt. Habe ich gemacht. Okay. Dann finde Spuren. Okay. Hat da was weiß? Muss näher ran. The poorly healed wound. Looks old. I'll take a closer look later. Okay. Nein. Fuß. Hast einen Fußfetisch, hä? Some wounds in the feet and signs of frostbite. Probably because the subject's shoes were too small. Die sehen immer richtig lecker aus. So, nehmen wir die Hand noch. Hands worn out by physical work and frostbite. Oh, das ist schön, dass es selbst auf dem Foto rausgekiet wird. Oh ja. Irgendwo gefällt mir das. Ah, wir haben hier an der Stirn noch eine Platzwunde.
Geht nicht, da muss ich näher ran. That's something interesting. It will be necessary to check whether Auf Foto this sieht man es injury nicht is so gut. severe enough to cause damage to the brain. Okay, ich habe irgendwas geschädigtes In a Gehirn moment, gelesen. we will check which of our initial observations will be worthy of further consideration. But before we get to that, I need to write down some Befestige die basic Fotos an data. der Tafel. Head, feet, stomach, old wound, Hand und generales Foto. Okay. Führe die Obduktion durch. Scalpel, scissors, syringe, magnifying glass, knife. I guess I forgot to clean the knife. Oh, das Messer ist ja dreckig. Und wie soll ich die jetzt durchführen? Mir wird nichts angezeigt. Personal information. The deceased was unclothed. Tobias Chambers. Okay, as you can see, I note everything down on previously prepared forms. Every pathologist must keep a detailed record of every step of the autopsy. This not only allows you to track the procedure, but also collates the results together, upon which you make conclusions. So, enough of the boring prep. Let's begin by taking a closer look at the spots I photographed earlier. For this, you're going to need a magnifying glass. Okay. Wir brauchen die Lupe. Which spot first? Was nehmen wir? Den hier? Nee, Spaß. Hallo? Here we can see frostbite on the fingertips. We can tell by the characteristic skin color. Hautfarbe hat sich auf jeden Fall geändert. It looks like a burn mark. No doubt painful, but it's not pertinent for this Das case. ist eine Okay, wenn du sagst Brandnarbe, du hast das medizinische Diplom. Ich hätte ja gesagt eine Stichwunde oder Schnittwunde, aber auch gut. I can confirm the presence of ecchymosis on the deceased man's head. The appearance indicates the intravital nature of the wound. Add alcohol, which I can clearly smell, and this was an accident just waiting to happen. Okay, und wir haben jetzt dann noch einen Fuß. Ah, hier. Definitely a painful mix of frostbite, abrasions, and blisters. Yummy! Toby had been wearing shoes too small for him for a very long time. That's if he wore any at all. Yummy. Scheiße. Ich sollte mal mit einer anderen Einstellung in dieses Spiel reingehen. So far, there are a lot of superficial wounds, but only one serious injury to the head. Let's go back to our notes. Kann ich dich drehen? Nein, kann ich nicht. Klemmbrett. First, I mark the location of the injuries and make notes. Markiere die zuvor gefundenen Wunden an der Puppe auf dem Klemmbrett. Die Puppe ist anscheinend. Ja, die Puppe ist gemeint. The head wound. Definitely an important clue. This is something we'll investigate first. Ekymose, intervitale Beschaffenheit der Wunde. Okay. Even though this type of wound didn't contribute to the deceased's death, we're still required to record it. Alte, schlecht verheilte Wunde, Verbrennung oder andere Verletzungen, ja. We're not in frost season yet. Fortgeschrittene Erfrierungen an den Fingerspitzen, starke Hautfärbung. Also be causes of frostbite. Und der Fuß natürlich auch erfroren. If Toby's body was cold, Erfrierungen und Wunden, die durch das Tragen zu kleiner Schuhe verursacht wurden. The safety of the internal organs is more important than fingers, nose, or ears. As you can see, we don't have much to go on. Let's write down what preliminary causes of death we can think of. Various types of accidents are Sturz, common okay, cause ja. of death among the homeless and the elderly. Perhaps old Toby slipped and accidentally hit his head. This is of no interest to us. Considering the conditions in which he slept, his Erfrieren, body ja. may have become hypothermic. Aber dann wird auch, glaube ich, auf dem restlichen Körper fehlen. The nights have been particularly nasty lately. We will check if there are any signs of freezing internally. Also Since entweder the Sturz oder deceased Erfrieren. smelled of alcohol.
I'll add alcohol poisoning to our list. Oder Alkohol, ja. Und jetzt geht's ans Aufschnibbeln. Hab ich noch einen? 2, 4, ja, da fehlt noch einer. Okay. We still have one thing left from the basics. Rigor mortis. Führe die Rick Mortis Untersuchung durch. Was ist das? Well, we take our deceased by the hand. Gradually we raise it. Now let it go. As you can see, the hand falls loose. What's the conclusion? Death must have occurred more than 72 hours ago. The police information appears correct. Polizeidaten korrekt? Okay, okay. Und The jetzt? trauma seems the most promising. Werde die Schädelsäge und öffne den Schädel. I need an oscillating saw. Okay. The cut is made from ear to ear. Es ist nur ein Spiel. Remove the skin and the top of the skull. Es ist nur ein After the Spiel. basic examination, we can see that the brain's cerebral gyri in both hemispheres are symmetric. The brain looks good. Let's take a cross-section. Das wabbelt. Das wabbelt ja. Ich kann da... Ja, ich kann damit ja spielen. Aber dann kann ich mich den ganzen Some Tag beschäftigen. pathologists prefer to examine organs without removing them. However, for me, it's much more convenient to examine them on a board, which we'll do now. Verlasse den Leichnam. Darf ich da reinschauen? Ein Loch im Kopf. Hallo Hirn, seziere das Gehirn. Holding a Was long, muss ich jetzt narrow machen? blade knife in the dominant hand, we slowly cut the cranial nerves on both sides, all the time pulling the brain towards us. So far, so good. The hematoma seems to have had no effect on the brain. Okay. Kehre zurück. We can rule the fatal accident out as well. Schließe Sturz. Sturz ist auf jeden Fall In good nicht. condition, so we have no choice but to proceed to the internal examination of the other organs. Grab Okay. a scalpel from my kit. Wähle das Skalpell und beginne mit dem Schneiden. Jetzt möchte ich was gucken. Ah! Nacktheitszensur. Ja, das ist schön. Komm. Eigentlich könnte ich den ja mal... Wie viel Uhr haben wir's? 20, scheiß drauf. The incision should be in the shape of a letter Y. We use a deep cut to reach all the way to the ribs and to penetrate the abdominal wall. Hallo? Alright, now we peel back and separate the skin. Okay, was ziehe mit deiner...
Eine freie Hand die Hautlappen zurück. Yummy, das zieht ja sogar noch Fäden. Yummy. Ah. Now, we need to remove the ribs. Schneide die erste Leiche auf. Ja! Was? Wähle die Astschere und entferne die Rippen. Quite a satisfying crunch, for some anyway. After removing the cartilage tissue, we instantly noticed two things. Firstly, there is no congestion of the internal organs. This means that although the deceased was hypothermic, it didn't kill him. Secondly, the deceased smoked like a chimney. So, we should take a closer look at those lungs. Das hat sehr schön geknackt. Diese Worte haben mich gerade gekillt. Diese Worte haben mich gerade gekillt. So, was? Beginne mit den Lungen. Widespread black and tarry deposits caused by smoking cigarettes. Despite the tragic condition of the lungs, they are not the cause of death. Alice smoked too. It didn't kill her, but... what was I talking about? Lungs. Yes. Advanced inflammation. Ach, er hat eine fortgeschrittene Entzündung gehabt. Okay. Markiere den Schaden auf der Lunge. Ich schätze mal hier, ne? Lunge mit fortgeschrittener Entzündung. Steht nicht im Zusammenhang mit dem Tod des Verstorbenen. Okay. What now? Der Magen? Now's a good time to collect some samples. Nimm die Spritze und entnimm 3 Proben für die toxikologische Untersuchung. Specifically 3. From the eye, the heart, and the vitreous humor analysis is very useful in indicating long-term alcohol abuse. Herz anscheinend. 5 milliliters from the left ventricle should do it. Und Blase. Ist die Blase nicht eigentlich hier? Blase ist doch hier. Also da, wo die Nadel ist. Nicht hier. From the bladder, we draw about 10 milliliters of fluid. Now we take our samples to the centrifuge. But before I do that, I need to find my notebook. My dyscalculia means that I always double-check the settings. Und jetzt? Hol das Notizheft. Please excuse me while I run and fetch it. Aus dem Büro. Wo ist das Büro? Hier haben wir das Lager. Out of order. Wo ist denn das Büro? Nehme ich das, bis ich ein anderes finde. This whole thing is covered in stains. I should check this out under the microscope sometime. Sollte ich mir mal unter ein Mikroskop anschauen. Ja. Let's get back to the examination. We put all of the samples into the rotor. 1, 2, hat mal 3, ja. Now we set the appropriate time and speed. Ich glaube 15 war's und 70. Okay, let's roll. Entschuldigung, ich habe mich ein bisschen spoilern lassen. Bei Herr Currywurst. Beim Curry, beim guten Alten. Shit, the fuses again.
Naja, Zeit ist auf jeden Fall rum gewesen. My old but trusted centrifuge. Ideal for all the fluid tests I need to perform during an autopsy. Was? Where were we? Oh yes, the blood alcohol concentration. Let's see what we've got here. Everything's separated as it should. Our lab is closed until tomorrow after the last, incident. However, considering that Toby's favorite eau de parfum appears to be ethanol, I'm guessing the results won't surprise me at all. Well. Yummy. Yummy, yummy, yummy. Da hat sich sogar hier unten schon abgesetzt. Okay. Let's go further. We will now focus on the cardiovascular system, specifically the heart. We remove the organ and examine it closely. Das Herz. We look for dark hypoxic areas, Okay. clots, or other elements that stand out as abnormal. Das wabbelt ja genauso. Alter. Sieht aber gut aus. Finde ich jetzt. At first glance, the heart looks fine. The pulmonary trunk and aorta seem to be in good condition. There are no pathological changes that would have contributed to Toby's death. Okay. Now let's take a closer look at the stomach. Magenanalyse, ja, geh her, du. Healthy, pink color, and as expected, the stomach has no major external damage. We must now cut it open and inspect inside. Wo? Also hier sieht er irgendwie... Ich sehe hier nix. Mike, du musst es ja wissen, ne? We will do it carefully so that its contents do not spill out. Am Schneidbrett. We open the stomach along the greater curvature, from the heart to the pyloric end. Oh, I already feel like there's something left inside. Okay, large amount of gas, small amounts of yellow, grayish food content, resembling some kind of meat. Either our deceased hadn't eaten in days, or the bulk of his stomach had already found a way out. Looks like I'll have to find the missing contents. Damit kann ich jetzt nichts mehr machen. Kann ich nicht mehr rumspielen, schade. Ich hätte schon gerne den Magen irgendwie gegen die Wand geworfen. There are two ways here. One is obvious, and the other is... It couldn't have been suffocation, could it? I'll add this to the list and move on to the deceased's neck. Ah, Erbrechen, okay. Luftröhre. At first glance, the trachea looks normal. Ah, da ist was drin. Er könnte sich erbrochen haben, würde ich mal so sagen. Same result as with the stomach. The external inspection doesn't tell us anything. This time we'll cut on a tray. Ja, aber da ist doch was drin. Hier. Mei, kann das nicht. While cutting such a small organ as the trachea, we must make a precise incision. Ach, ich muss sie sezieren. Auf dem Metallbrett jetzt. Weil hier belegt ist vom Magen. To be able to cut with the very tip of the blade,
we must hold the scalpel as we would a pen. And after careful examination and deduction, we've got it. A clogged trachea. It's time to summarize the whole thing. Eine verstopfte Luftröhre. Wo? Based on the report and preliminary documentation, it's safe to assume that the deceased passed out after consumption of alcohol and then fell asleep on his back. Die Luftröhre ist mit zurückgestautem Mageninhalt. Then, the gastric contents refluxed and flooded the airways, causing death. Notiere die Hauptursache. That's why we don't forget about the recovery position at dorm parties. Ersticken. Yay. Er ist an seinem Erbrochenen erstickt. Was? Der Verstorbene ist wahrscheinlich eingeschlafen oder in Ohnmacht gefallen, nachdem er eine große Menge Alkohol getrunken hatte. Seine Konzentration unterdrückte die Signale im Gehirn, die den Würgereflex steuern, was zum Ersticken führte. Okay, und jetzt? Entscheide über die richtige Todesart. Unfall. And now it's all clear. The death was suffocation. Now, Ich würde sagen signature. Unfall. The mystery is solved. But for us, this is not the end. First, the dead body needs to be cleaned up. Ja. Und jetzt? For this, we will need to close the body and grab the needle. First, Aber der we Mo- unroll the skin flaps. Aber ihr, das sieht auch ganz komisch aus. And then, we sew the deceased back up. Werde die Nadel. I'm using the baseball stitch technique. This stitching method is very strong and quick to do. Beautiful. Beautiful. Verlasse den Leichnam. Now we say goodbye to the deceased and put them safely in the fridge, ready for the next stage of their journey. Ah, God, I'm tired. lege eine I'll drop Leiche these in den samples off to the Kühlschrank. lab on the way to the bar. Gut. Wie viele Leichen werden wir jetzt noch I'll go, Steven. aufschneiden? I don't feel like drinking alone today. Schließe den Prolog. Okay, das war ja nur der Prolog. Okay, okay. Was haben wir jetzt? Muss ich irgendwas machen? Oh ja. Und jetzt? Wenn der jetzt das Reden anfängt. Was soll ich machen?
Oh, ich musste das sogar machen. Ach du Heilige. Alter, wenn da jetzt noch ein Jumpscare gekommen wäre. Ich habe mich aber darauf vorbereitet gehabt auf einen Jumpscare. Chapter 1. Kapitel 1. Forgive me. What? Christ. What a dream. Ja, was träumst denn du auch? So. Nimm deine Tabletten im Badezimmer. Nein, das werden wir noch nicht tun. Ich will erst mal... Time flies, and probably doesn't have to get up to work. Okay. Alter, wie schaut denn das Zimmer aus? Liegt da jemand? Das ist so aufgestaut, so... Okay. It's been almost a year. Was haben wir hier? It was a miracle that the coffee didn't wash off the writing. And that she said yes. Oh. Das ist ein Kaffeebecher. Will you marry me? Alter. So kann man auch einen Heiratsantrag machen. Jetzt komm, lass mich richtig rum. Man kann's lesen. Dann haben wir She got it hier. for her first day of work, and she broke it the same day. She said it was for luck. Sie sagte, er würde ihr Glück bringen. Ja, klar! Ohrringe. She got it for her first day of work, Ja, haben wir schon. and she broke it the same day. She said it was for luck. Das sind 100-Dollar-Noten. Okay. Ja, haben wir schon. Till death do us part. Bis der Tod uns scheidet, ja. 13.09.1980. Oh. Und dann Wasn't noch able to support her through this. ein positiver Schwangerschaftstest. Was? 21.09.1986. Uff. Uff. Ich glaube, wir haben hier alles. So much everywhere. Dann mach halt dunkel. Komm, mach mal dunkel. Geht nicht. Also, dann beschwer dich nicht. Oder sauf weniger am Vorabend, dann... dann stört dich das Licht auch nicht. Wo ist denn das Badezimmer? Wir haben auf jeden Fall die Küche gefunden. The remnants of last night's binge with Steven. Was ist das? I'm not sure if it's still edible. Was ist das? Kann man das bei euch sehen? Ja, bei euch kann man sehen.
Irgendwas geliefertes. On the downside, you're getting old. On the plus side, unlike me, you won't start going bad. Happy birthday, my dear sis. Negative Seite, du wirst alt. Gute Seite, warte mal, du scheinst... Haben wir hier keine Übersetzung? Ja, haben wir nicht. Egal, egal. Im Englisch bin ich scheiße. Habe ich immer scheiß Noten gehabt. Lass mal's gut sein. Das sei wohl meine Frau. Warum habe ich überall Bilder von meiner Frau? Reicht doch eins. Untersuche mindestens 5 Gegenstände, die mit Alice zu tun haben. Okay. They certainly have more will to live than I do. Okay, da haben wir nichts mehr. I'm not in the mood for music lately. I'm not in the mood for music lately. Warum habe ich zweimal denselben Punkt so gesehen? Ja. Ach, 2 Kinder in einem kleinen Auto. So sieht es aus. Ja. So, haben wir noch was? Nope. Ich glaube immer nicht, dass hier das Badezimmer ist. Was haben wir hier? Ah, das sieht mir nach Badezimmer aus. A pill a day keeps the defective jack away. It's just too dirty to use. Es ist zu schmutzig, um es zu benutzen. Wie wir es mit sauber machen, aber wenn du sauber machst, dann müsste ja eine Spiegelung da rein und das verbraucht mehr Kapazität, das heißt mehr Gigabyte, das heißt, ja, wird niemals sauber gemacht. It's a shame this won't help with my hangover. Okay, okay. Machen wir den Klodeckel da runter. The fucking phone. Wer ist das? Ich will aber nicht. Nein, ich will nicht. Nein! Nein, ich gehe jetzt Fernsehen schauen. Ich kann mich nicht einmal hinsetzen. Was ist denn das für ein Scheiß? Okay. Okay. I know I'm late. I'll be there soon. It's not like the dead are impatient. Jack, no. Alice? Who is this? It's Charlotte Graves. Oh God, I'm sorry. I didn't recognize you. I thought it was work calling. It's okay. I hate it when work calls me at home, too. How is everything? We haven't talked since... you know. Well, there are good days, and there are bad days. Ja, klar. What can I say? At least I can hide a bit at work. Well, you always were the most comfortable in the dissecting room. Listen, I have an unusual request. Okay, how can I help? It's nothing serious. I just wanted to ask. Do you have any pictures of Alice? Vor allem, wie oben steht, oben links, beeile dich. I'd love to have something to remind me of her. I guess. I'm not sure. I'll look through her things. Thank you. I'm sorry to trouble you with this.
All this can't be easy for you. I'll get through it somehow. I've been meaning to sort through her stuff for a while. Have you asked Stephen if he has anything? Yes, I spoke with him this morning. He said he gave everything to their mother and that I should ask you. I see. Jack, I know you're trying. That you cope somehow. Stephen's there for you. Although, well, we all know how he can be. But, I mean, if you wanted to reminisce about Alice, talk. I really should go now. I overslept, I'm late for work, and I still have some errands to run on the way. Oh. Okay, sure. Sorry to keep you. I'll look for something and send it over. Thanks for the call, and bye. Oh, do you have my address? Not on hand. You'd best remind me again. 292 Browning Lane, apartment 432, Johnson City, New York, 13790. Got it. Thanks. Thank you. It would mean a lot to me. Just miss her so much. Yeah, me too. And that's okay. Really. Haben wir's jetzt? Thank you. Take care, Jack. You too, Charlotte. It was nice to hear you. Michi, was ich heute so gemacht habe? Well, Nicht. That was a bit unexpected. I should probably find something to send. Ich habe tatsächlich so ziemlich nichts gemacht. Finde ein Foto von Alice und einen Umschlag, um ihn an Charlotte zu schicken. Foto von Alice. Foto von Alice. Auch nicht das Richtige. Nein. Ich dachte, ich muss zur Arbeit. Some days, I just feel like setting fire to all this paperwork. I'm fed up with it. Some days. Ja, also das Einzige, was ich heute gemacht habe, ist tatsächlich nur telefoniert. Ja, nur am Telefonieren. Was für ein Foto und was für ein Umschlag. Dieses Foto vielleicht? Nein. Hallo? Hier ist nichts markiert, ne? Kann ich nicht hernehmen. Die Bilder haben wir noch gar nicht gesehen. Ich soll ein Foto... Ich soll ein Foto raussuchen und einen Umschlag raussuchen. Aber von wo? Von wo denn, wenn mir nichts angezeigt wird? Nein, auch nicht. Im Schlafzimmer vielleicht irgendwo. Die haben hier Spaghetti. Nein. Nein. Ich bin jetzt gerade maximal verwirrt. Hier stehen 100 Fotos rum und ich darf sie nicht verwenden. An indispensable element of every office. I should really try and read a few of these.
Nein, darf ich auch nicht hernehmen. It hurts too much to look at these, but I can't throw them away. Bin mal wieder. Ja, okay, okay. Lasst mich ruhig alle allein. Ich finde keinen Umschlag. Und auch kein Bild, was ich wegschicken kann. Oder darf, sagen wir es so. They certainly have more will to live than I do. Wo ist denn dieses I verkackte still feel Bild? uneasy. At this time, Alice would probably be sitting here reading a book. The view isn't spectacular, but why does that car look familiar? Mir wird nichts markiert, ne? Ich kann aber auch nicht irgendwie suchen, oder? Ich würde das gerne hernehmen, aber ich habe nur das als Auswahl. Und überspringen kann ich auch nicht. Auch wenn es da steht. Some days, I'm fed up. Hä? Das ist jetzt nicht meine Wohnung, aber... Alice used to joke that smoking near plants made cigarettes less harmful. Wow. Ganz an der Sprache gleich mal. No way, ich pack hier... Jetzt. I don't think it's going to rain. It's just too dirty to use. I really need to get this laundry done. Alice didn't like this portrait. Ja, was soll ich denn? Ich verzweifle hier gerade. Weil ich nicht finde, was weggeschickt werden soll. Ich bin alle Fotos durchgegangen. Alle. Sonst ist da kein Foto mehr, oder? Nein. Was haben wir hier? Das ist auf dem Schreibtisch. Du kommst da nicht raus. Du kommst da auch nicht raus. Da haben wir noch eins.
Funktioniert auch nicht. I still feel uneasy Ja. with this. Ja, ich muss gerade mit meinem anderen Bildschirm arbeiten, weil ich da nichts sehe. Weil hier ist zum Beispiel die Vase. Ich sehe hier gerade mal hier einen Strich. Den Strich sehe ich hier. Genau. Menu for today. Dinner in town and takeaway coffee. Ach. Sieh nach, was im Kühlschrank ist. Okay. Auf jeden Fall kein Foto. Katze. Hallo. Da geht auch nichts auf. Ja, geht auch nichts auf. Geht hier was auf? Nein. Da haben wir auch nichts. An indispensable. I should really try. Aber ich finde kein Kuvert. Ich finde gar nichts, ne? Ich habe doch den Umschlag gefunden. Und das Foto, da ist der Umschlag. Gib mir noch ein Foto. Aber welches? Ich kann hier kein Foto auswählen. Umschlag liegt da. Ein Foto? Da spricht er nur. Was haben wir hier? Alice didn't like this portrait. Alice didn't like this. Ja. Dann pack's doch ein und schick's. Schwarz, okay. So, wie lange gurke ich jetzt hier gerade umeinander? Oh, ich kann die andere Seite auch aufmachen. Da ist aber trotzdem nichts drin.
menu for today. Dinner in town and takeaway coffee. Gut. Ich brauche ein Foto. Finde ein Foto von Alice und einen Umschlag. Ein Foto von Alice. Ein Foto von Alice. Ein Foto von Alice. I still feel uneasy. Alice Stuhl. At this. Ist jetzt aber nicht das hier, oder? Nein. Ein Foto von Alice. Oh, Leute, ich finde das Foto nicht. Da ist der Briefkuvert. Das Foto darf ich auch nicht hernehmen. Da quasselt er nur, ja, das gefiel ihr nicht. Das kann ich gar nicht mal mehr hochnehmen und anschauen. It's always good to have something for a rainy day. Also jetzt, ich kann halt auch nicht rumlaufen, wenn ich ein Bild in der Hand habe, ne? Irgendwo muss doch das Foto rumliegen. Irgendwo muss eins rumliegen. Ich glaube, das müsste dann irgendwo ein... Da liegt ein Schlüssel. Ein Foto ohne Umschlag sein. The remnants of last night's binge. I'm not sure if it... Nur wenn ich das blöde Ding mal finden darf. Mhm. Bin ich jetzt so dumm, oder?
Da ist auch nix. Oh shit. Almost left the door open. I don't think it's going to rain. Ja. Jetzt reicht mir jetzt. Onkel Google wird schon wissen. Mhm. Was spiele ich hier eigentlich gerade? Was spiele ich hier gerade? Ah. No way. Nicht im Ernst jetzt, oder? Diese Truhe hat einen doppelten Boden. Alice and Charlotte in Amsterdam. Alice und Charlotte in Amsterdam, Sommer 1975. It's hard to believe they've known each other for so long. It would be better if Charlotte had this. It deserves to be on display and not hidden in a drawer. Okay, time to go to work. I'm seriously late. So. Da musste er erstmal drauf kommen. Ja gut, ich hätte auch ordentlich gucken können. Aber es wurde mir nicht angezeigt, ne? So. I should grab some coffee and aspirin on the way. Hier kann ich so machen, dass ich den Chat wieder sehe. Genau. Wirf den Brief in den Briefkasten. Tubes are brutal. Am besten nehmen meinen eigenen Briefkasten, oder? Dass der bei mir wieder reinkommt. Okay, hier muss ich noch nicht raus. Wo muss ich denn hin? Exit. Ich glaube, da muss ich hin. Ach du Scheiße, in was für einer Gegend wohne ich denn bitte? Das ist wohl der Briefkasten. Und ich kann nicht rennen. I hope this helps, Charlotte. Okay. All done here. Time to go. Huh?
Ähm, sollte mich das jetzt gerade eigentlich erschrecken? Es funktioniert nicht immer, wenn ich selbst spiele. Gut, dann ab ins Auto. Damn, I forgot my jacket. Ah, well. I'll brave it for tonight. Too bad. Was? Oh, Junge. Nice and fresh. At least it's peaceful here. So, diese Nachrichten möchte ich hier nicht haben. Auf Twitch. Ja. Ich will da ja nicht rein, ich will nicht schon wieder die nächste Leiche zerlegen. Good evening, Mr. Ridley. The timesheet handman. Oh, can I help you? Ja, du kannst mir nicht helfen. Was haben wir hier? Oh, ich habe Füße. Das ist schön. Please return the key. Ich kann aber nicht die Glocke benutzen. Okay, geh mal rein. Some corpses have more personality. Geh ins Büro. Das ist nicht das Büro. Das ist auch nicht das Büro. Das ist das Büro. Das sieht mir nach Büro aus. Christ. Who leaves the window open in the middle of November? So I'd better check the answering machine. Hi, Jack. I dropped by a little early today. I left the body with Ridley in the corridor. He wasn't sitting in the locker then, so maybe he'll even throw him into the room. Well, how are you doing? I mean, it's your first birthday without her, and... I still have a hangover, and you know me, I run to the John like the neighbor's fucking dog. You know, today I slipped on his shit again. That fucking furball. He always has to shit next to my car. Anyway, I can't come over in the evening, but we'll catch up on the weekend, okay? Bye. Okay. Fuck. I almost forgot. Charlotte called me this morning. She asked about you, so answer your calls, Jack. This time it's not a reprimand for being late. That's par for the course. I wonder when this clown will learn to look under his feet. Inspiziere deinen Muffin, hä? Kommt denn der Muffin her? Warum ist das Fenster offen? Birthday. I actually forgot it was today. Alice baked me muffins like these every birthday. A treat for later. I always crave something sweet after a section. Okay. Wo kommt der Joke's Muffin over. her? Apron, gloves, and get to work. Okay, Schütze. Ah. Wir haben eine neue Patientin. Auf jeden Fall ein paar blaue Flecken. Strangulation, so wie es ausschaut. Okay. Da haben wir jetzt auf jeden Fall was vor uns. Oh man, I remember you. You were on that talent show. What was your name again? I need to order another batch Richte of die these. Kamera. I've got to remember to do that later. And that's the whole point. Steven laughs at me for recording everything. He says I have a bigger collection of stuff like this than most of the creeps he's caught. So. November 21st, 1991. Time, 9:13 p.m. The Hi. autopsy is conducted Hi. by Jack Hanman. Lecture for the Medical University of Missouri.
After yesterday's lecture, you should already know the ins and outs, so today we'll be consolidating our knowledge. So, where do I start? That's right, Police Folder. Ja, die Polizeiakte zuerst natürlich. Ah, yes. Samantha Baker. Now remember, there's probably gonna be a lot of chatter about this. Okay. Found in her own apartment by police patrol. Officers were called by a concerned friend of the deceased. Wir gehen da jetzt auf die Schnelle durch, ne? Parker for several days. During the interrogation, a friend of the deceased admitted that Samantha never got to grips with the sudden fame that came. The deceased was found in her own apartment, in a semi-recumbent position on an armchair. Large quantities after her first album became a commercial success. Okay. Really creative when questioned. Friends admitted that Samantha's last days before losing contact seemed extremely happy and relaxed. She also quit drinking alcohol and mentioned something about rehab. The friend also admits that there was no indication of an impending tragedy. Well, let's see what settled this matter. As you can see, the body is fully clothed. Therefore, before we move on to photographic documentation, we must remove the clothes. This time, we don't have to focus on the clothes too much. However, there are cases where a clothing analysis can lead to the cause of death. Du bist ja ein bisschen runtergehungert. Okay, now we can continue with the examination. Again, begin by taking photographs of the cadaver. I guarantee that over time it will cease being embarrassing for you. Ja, stimmt, in der Schublade. First, we photograph the whole body. And now, any suspicious-looking marks or wounds. So, was haben wir denn? Wir haben hier die Strangulation. Interesting. Very uneven. We need to Mir geht's relativ investigate gut, ja, tatsächlich. Ja, ich kann mich nicht beschweren. Dann haben wir hier einen fetten this. Bluterguss. Such bruises from a normal contusion. Hier in dem, was, der Arm wird nicht markiert. Ich spiele tatsächlich ein, wie heißt gleich wieder? Autopsy Simulator. Genau. Es ist ganz normal, dass es gruselig ausschaut. Füße! Wie immer die Füße. Well, there's even more here. Was haben wir noch? Haben wir wieder die Hand? Ja, wir haben die Hand. Yes, I've seen this many times. Was? Krass. Ja, kann man auch so sehen. Da haben wir noch was. Das sieht mir noch ganz komisch aus. Da, was er weiß? Ja. Passt. A few we will need to look into here. Befestige die Fotos an der Fototafel. Aber jetzt möchte ich mal was schauen. Wenn ich jetzt den hier mache, was wird da alles raus... Ah, da wird alles rausgekippt. Oh, das sieht... Das sieht scheiße aus. Das sieht scheiße aus. So kann man doch nicht spielen. Ich lasse Nacktheit an, Entschuldigung. So kann ich nicht spielen. Wenn die ganze Zeit da irgendwas rumflimmert. Nee.
Auch wenn es ein bisschen blöd kommt und vor allem wahrscheinlich ich dann Strike bekommen werde, aber egal, ich lasse die Nacktheit einfach an jetzt. Muss sein. So, befestige die Fotos. Führe die Obduktion durch. Okay. Notes prepared. Time to take a closer look. Untersuche die Verdächtigen mit der Lupe. Gut, wir haben hier Some die furrows Druckstelle. more strongly, others less, as if someone was undecided. Okay. Dann haben wir hier den The number Bluterguss. of bruises suggests that there may have been some kind of tussle. Such bruises are caused by either a very heavy blow Au, das or sieht by gut aus. some Das sieht gar nicht gut internal aus. Das sieht schmerzhaft aus. Dann haben wir hier die Here's Hand. something interesting. The skin of the deceased is covered with numerous blisters. Some of them are ruptured. Ich sehe da Others keine still Blasen. contain fluid residue. Ja, wenn du da Blasen siehst. More numerous blisters. We have some leads to investigate here. Let's write this down. Ja, die Frau ist auch schon fertig. Ich glaube, die hat es ein bisschen hinter sich. Ich glaube, die hat es hinter sich. So, Klemmbrett war das hier. Wir haben On the hier, neck of the deceased, given hier, the condition in hier, general, such currently it's hier difficult to say whether, und although it's hier. easier to have abrasions on your feet, but the number and size of the blisters suggest that it's probably a matter of barbiturate. mehrere Furchen am Hals, unterschiedliche Schwere, möglicherweise von einem Versuch, sich zu Severed spinal erhängen. cord, trauma to the larynx or trachea. Mehrere blaue verified. Flecken und Verletzungen, möglicherweise vom Angriff. Examination with a UV lab Einfach schön, dispels okay. some doubts. Potential attackers Blasen an den could Händen, have traces. Barbitura-Vergiftung. I'll add barbiturates Überdosis, to the list if okay. necessary to- After Der examining Unterbauch the ist mit organs, blauen we Flecken can und easily Hämatomen verify whether there was übersät. internal bleeding or whether to be checked. Zahlreiche und ausgedehnte Flüssigkeitsblasen, Barbitura-Vergiftung, Alkohol I add natürlich. alcohol poisoning to the list of potential causes of Miss Barker's death. A blood test will no doubt quickly verify that hypothesis. But UV-Lampe. I look carefully at the whole body. UV rays will reveal any traces. The area torso, empty, without marks. Legs, there's nothing here. Ich hab doch alles. Right hand clean. The left hand seems to be fine. No marks. Ah, well, nothing to surprise us here. Now gently, we take the deceased by the hand. Okay, die UV-Lampe haben wir. Skalpell, komm. Ah, And die we check Richard for Morty, wounds. Mortis-Untersuchung. Again, the hand falls freely. After yesterday, you should know what this means. Polizeidaten, Since we korrekt. don't have a definitive lead, we will examine all the key organs one by one. So, I'm starting the internal inspection. Darf ich jetzt? Darf I ich dissect the jetzt? skin of Ja, the jetzt darf deceased. ich. And I proceed to deflect the skin flaps. Compared with yesterday's body, the deceased has Oh. only trace amounts of adipose tissue. Komm, komm. Jetzt. Now for the ribs. So, wir müssen uns natürlich von den Rippen trennen. Or rather, what? Oh, starke Raucherin. There is certainly no sign of internal bleeding. Sometimes regarding bruising, it doesn't take much. My wife was constantly banging into furniture.
Walking into door frames. It's a wonder she never broke anything. Before I disembowel the deceased, I will take samples for toxicological tests to determine the alcohol content in the body. I just need my syringe. Just to be sure, I'm taking samples from 3 organs. The eyeball, the heart, and the bladder. Analysis will rule out, or confirm, alcohol poisoning as the cause of death. Aus dem Herz. Die Blase ist schon wieder falsch. Die gehört sich daher. Nicht daher. All done. Was macht die am Oberschenkel? What was it? 15, 70, 75? Hol das Notizheft aus dem Büro. Es war 15 zu 70, glaube ich. Liegen bleiben, ne? Ich bin gleich wieder da. Nicht bewegen. Und ja, keine Faxen machen, bitte. Dankeschön. Ist noch da? Ja. Liegen bleiben. Bleib. Bleib. Maybe one day I won't need my notebook. Numbers have never been my strong point. It's probably why I regularly forgot birthdays and anniversaries. I'm lucky Alice always forgave me. Brav. Ganz brav gemacht. Ich bin im Urlaub. So, dann setzen wir mal alle 3 ein. Gently does it with this old thing. Handle with kid gloves. So, ich glaube, es war 15 zu 70 noch. I'm starting the centrifuge. Let's see what results come out. The laboratory is already open, so... Fucking hell! Ridley! Mr. Ridley! Where is he? The fuses need resetting. Fuck it. I'll do it myself. Lagerraum, wo ist denn I swear der? there was a flashlight in here. Whatever. I know where the switches are anyway. First Entschuldigung, ich hab das Ganze schon gesehen bei Curry. Aber ich habe nur die eine Folge gesehen tatsächlich. And voila. Ich bin gleich auch nicht mehr mit dabei. So, also. What? Ich wusste halt, was passiert jetzt. What the? Oh, for fuck's sake. Die Tür ging von alleine Can't zu. I work in peace? Jack Hanman speaking. Easy, why so rude? Steve? Sorry, man. This place is Ich kann nicht falling apart, weggehen. and Ridley won't even lift a finger to help. You just can't work here. Did the centrifuge strip the fuses again? Yeah. Eventually, everything's gonna go up in smoke. Look on the bright side. It's a free cremation with your autopsy. Jesus, stop it. That shit pisses me off. Okay, sorry, Jack. Anyway, I'm calling to ask how the autopsy's going. Soon there'll be journalists sniffing around for info, so we'd best be ready. I'll whiz through this in a couple of hours. It doesn't look like a complicated case to me. More of a formality. The report will be available in the morning. Sounds great. Thanks. Phew! How's your head? Well, my head seems better than yours. On the way to work. Holy fuck. Jack, turn on the radio. What? What's happening? Quiet. A 3-car police convoy was involved in an accident near Pete's Bay Bridge while transporting prisoners to Orleans Parish Prison. At the moment, we do not know the exact number of victims or whether any of the convicts escaped. However, the scale of the accident indicates a large number of victims, possibly even fatal ones.
Police are on their way to investigate the incident and secure the area. Was für We Urlaub? know that the injured prisoners are Du on hast death keinen Urlaub. row. The police were to transport them to their execution, which was to take place tomorrow morning. Many of them are very dangerous criminals. We will report on the matter on an ongoing basis, so stay tuned with us. What? Steven, was Red Pete one of the passengers? He was, wasn't he? What if he survived? Jack, I have to go. It won't be on site. Genau, What if jetzt he muss er auf survived? einmal los. I gotta go. Talk to you later, okay? Fuck. Calm down, Jack. Darf ich jetzt wieder zurück zu meiner Leiche? Da. I need my pills. Du und deine Pillen. Jack. A serious Dann nehm accident. mal schnell die Pillen. Lots of victims. He's definitely dead. Hallo, Yes. ich will zurück zu meiner Leiche. Nothing's going to happen. Auch noch schön in die Handschuhe rein. Christ. I've gotta get back to work. Nimm die Proben aus der Zentrifuge. Okay. What? Offen bleiben. Warum kann ich mich denn nicht erschrecken? Technical break. At least I know I can pursue a career as a Hi! doctor if I need to. Du bist ja noch da. Fucking hell! Na, findest du den Sender? Nee. So, wenn es jetzt noch nicht erschreckt hat. Alright. Weiß ich auch Let's nicht. see if we were able to Also get bei mir hat es immer noch nicht funktioniert, aber. And miraculously, yes. Yummy. Yummy, yummy, yummy. Definitiv nein. The Good. samples did spin. I'll transfer them to the chromograph in the lab. Ich bin gleich wieder für dich da, ne? Einfach bitte liegen bleiben, ich bin gleich wieder da. Und am besten nicht bewegen, ne? Oder versuchen wegzulaufen. Alright, let's load this up. So, I placed the test tubes in the rack. in das Gestell. Now, just take 5 milliliters from each. F-Pipette einstellen, 5 Milliliter, ja. Precisely. And the next. Okay, das haben wir. Pipette einstellen. Auf 10 muss ich jetzt einstellen. 10. Five more. So, dann 15. Genau, weil wir haben ja noch ein drittes. Genau. We put the prepared sample into the machine. In den Chromatographen eingeben. Let's see what we have here. The results indicate that the deceased did consume alcohol shortly before her death. However, this is not an amount that could cause poisoning leading to death.
just slight inebriation. Ach, das war Urin, okay. Das war Peripheralblut und Vitreusfluid. Also das ist Auge, das ist Herz dann. Okay, okay, okay. Alkohol 0,07. Okay, okay. Cannabis. What? 500 Milliliter Amphetamin. 50 Nanogramm oder bitte Milliliter Cannabinoid. Alter, dann 300 Milliliter Meth. 150 Milliliter Kokain. Fentanyl 2 Milliliter. Opiate 300 Milliliter. 100 Milliliter Oxydane. Und 25 Milliliter Penicillin. Boah, das ist schon eine gute Leistung, ne? Continue the rest of the examination. The Stark. chromatograph results show that we can eliminate alcohol poisoning from our list of potential causes of death. However, remember that alcohol can affect the functioning of the entire body. Starke Leistung, was du da eingenommen hast. Einmal die komplette Speisekarte, hä? It disturbs the heart rhythm, accelerating its rate, and dilutes the blood, which may result in more severe bleeding in the event of an accident. Ich glaube, wir können Fremdverschulden the streichen. metabolism of drugs in the liver, which I'll now look at in more detail. Alkohol können wir auch rausnehmen anscheinend. Okay. Aber ich glaube, Fremdverschulden können wir auch streichen. Ich weiß es nicht. Oh, die Luftröhre. Komm her. Ja, komm her. Also. Wähle die Spritze in M2-Proben für toxikologische Untersuchung. Und. I'll take samples from the liver Herz? and the heart to test the concentration of barbiturates in the body. Und Leber. Okay. That's enough. I'll do the Den test. Test mache ich später, ja. Let's Klar. not try my luck with the centrifuge right now. Now, Ja, die Zentrifuge, ja klar, die soll nicht nochmal die... So, Leber, das bist du. No lesions. Bubble, bubble, bubble. However, it is Diesen. slightly enlarged. Perhaps it's a slight inflammation. Leber ist leicht vergrößert, Querschnittuntersuchung erforderlich. May also be the result of the deposition of substances from drugs. Let's check the weight of the organ. Okay, dann einmal... The weight is 1,300 grams. The liver is enlarged. I'll Okay. move on to a cross-sectional study. Perhaps the enlargement is the result of early cancerous changes. The blade glides through smoothly. I don't feel like I'm encountering any changes with an unusual structure. Darf die Wände nicht berühren. Ich weiß zwar nicht, was passiert, wenn ich sie berühre, aber... The liver is actually quite clean inside. Die Leber ist innen sauber, okay. Muss ich jetzt nicht kapieren. The liver is basically healthy. We already know that the deceased didn't Keine abuse Anzeichen von alcohol. The question is what about Alkoholmissbrauch. drugs or other substances. Also Alkohol ist schon Move on to gestrichen. the heart. Oh. At a glance, Die sind ein we bisschen can see geschwollen. signs of a heart attack.
The deceased is definitely too young to have a heart attack due to natural causes. The liver is enlarged, not from alcohol poisoning, and the heart looks like it has collapsed. So, I guess we need to go to the centrifuge and check for these barbiturates. The last time I saw this kind of poisoning was a few years ago. I better check the data in my notebook. He was a middle-aged guy. He took his medication and forgot about it. So, he took another pill. He forgot again and took another one. Another one. Until he took the last one. That's why it's better to have amnesic drugs in boxes labeled with the days of the week. This sort of thing rarely happens anymore. Doctors tend to prescribe benzodiazepines. Alright. So was. Eine Pipette 5 Milliliter. ...15 Minuten wieder. Hallo? Hä? Oh. Oh. 10 Minuten 75 Speed. Minuten. We close the centrifuge and pray that it doesn't trip anything again. It looks like our luck is in. Es hat funktioniert ohne Probleme, das ist gut. Hallo, nimmst du es jetzt mal bitte raus, Dankeschön. We can take the samples to the Sieht lab so now. schön aus. Einmal durchschütteln, wie es sich gehört. So. Gut, dann gehen wir ins Labor. I wonder how she was able to get hold of these drugs. Okay, 2 samples this time. 6 milliliters each. 6 Milliliter hat er gerade gesagt. Das heißt, einmal 6. Einmal die Luft raus. Dankeschön. Dann gehen wir hier auf 12. Was? Und in den Chromographen gehen. Let's see how much of it we find. Nothing surprising. Significant amounts of phenobarbital metabolites of hepatic origin. Barbiturates, ja. Vergiftung ist auf jeden Fall vorhanden. Ist in rot markiert sogar. Looks like I'll have to check the contents of the deceased's stomach. Was darf ich dir jetzt entnehmen? Hm? Hm? The tests showed that the collected blood contained enough barbiturates to cause cardiopulmonary collapse. Hohe Konzentrationen The question von now is whether it was an Barbituraten accident im or a Blut deliberate des act. Herzens. I'm proceeding to examine the stomach. Before extraction, I lightly Magenanalyse. the entire organ to prevent her its doch. contents from spilling out. Okay, I'm now cutting out the organ, which will move to the board for dissection. Ich würde gerne den Rest auch noch rausnehmen. Was ist das?
Normally, the stomach and intestines are full of surprises. Not this time. Oh, Pillen! We see remnants of undigested food and a dense mass of pills. You don't take this many drugs by accident. Das sind auf jeden Fall 1, 2, 12 Pillen. Sollte reichen auf jeden Fall für eine Überdosis, hä? Length and width normal. No obvious pathological changes. Undigested drugs found in the stomach of the deceased. The direct cause of death. Ja, ist definitiv eine Überdosis. I'll check the rest of the organs. And the lungs are normal. No leak. The deceased's trachea is normal. The deceased's Ich nehme jetzt einfach mal alles raus. No clear pathological changes. Abdominal cavity checked off. We can check the brain. Check the brain. Okay, dann checken wir das Brain. I make a cut to open the lid of the victim's skull and remove the brain. Das Hirn ist relativ dunkel. Brain is normal. No obvious lesions. All right. I need Bubble, to bubble, dissect it bubble. on board. Bubble, bubble, bubble. Wubble. Wubble, wubble, wubble. Wubble, 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 wubble. Oh. Seziere das Gehirn am Schneidbrett. Okay. Using a knife, I carefully cut through the brain tissue. I peek inside a bit, and... I don't think there's anything worth noting. As expected, the deceased's brain is in excellent condition. No discoloration or changes due to hypoxia. There is still the matter of the marks on the neck. They look superficial, but who knows? Maybe the spinal cord has been severed. I need goggles and a saber saw. I think the goggles were in the desk drawer. Oh, they're out there. Okay. Alice. Saw. I mean, saw. Fuck. I don't see it here. Oh. I know. I probably left it in the basement after its last cleaning. Wo der Kellerschlüssel... Okay, dann frage ich ihn mal. Ich kann immer noch nicht rennen. Mr. Ridley, I need a key to the basement. It's in the social room. Why is the key lying at the... never mind. Thank you. Hey, If only he could put that much enthusiasm into his work. Das sieht mir nach Gemeinschaftsraum aus. I get the feeling that searching Oh, for da ist this er. rubbish is more please, may this be the last trip. So, wo ist der Keller? Da haben wir keinen Durchgang. Da haben wir auch keinen Durchgang. Da auch nicht, da habe ich auf jeden Fall nichts gesehen. Da haben wir auch keinen Durchgang. Da kommen wir auch nicht durch. Das ist aber auch kein schöner Sarg. Fuck. Why did the prison convoy have to get into an accident? Jack, take a deep breath. Deep, pleasantly cool breath. You're nearly finished with the autopsy. Then you can go home and rest. I'll take the saw. Ich glaube, das ist der Keller. Ja, das ist er. Mach auf! Fuck! It's jammed! Doesn't anyone do maintenance around here? Damn hatch. Damn red Pete. If only.
Ach, die ist auch schon offen. Okay. Schauen wir uns erstmal um. Ja, da liegt die Säge, die ist ja schon markiert, aber... Warum liegt hier ein Hemd? Eine Gabel und Essen. Ein Whisky? Oh, ich glaube, ich weiß, was hier vor sich geht. Also wenn da jetzt noch Gummis rumgelegen wäre, dann hätte ich so erst da, ja. Gut. Was? Oh, hi. It would be easier if I put things away properly. Wir hatten... Hat dich eigentlich irgendjemand gesehen? Du bist mir gar nicht aufgefallen. So, dann gehen wir mal wieder rein. Damn student lectures and their fucking props. And like clockwork, he's already sleeping. Was? Pünktlich wie eh und je, er schläft schon? Oh, hi. Es wird nicht geschlafen während der Arbeit, soll ich dich genauso zerstückeln wie die da hinten, hä? Hä? Willst du auch da hinten drauf liegen? Es wird nicht geschlafen. Aufstehen! Aufstehen! Hallo! Der Klingel geht immer noch nicht. Meine Güte. Sorry for the short interruption. I hope you all took the opportunity to grab some coffee. And now that I have everything I need, I'll move on to revealing the spinal cord. So, wir untersuchen die Wirbelsäule. Ich mach nichts, ne? Ah, ich muss doch was machen. Yummy, yummy, yummy. Ah. The spine is removed. I can see that the spinal cord was not... Wir haben eine leere Hülle. This shows that apart from the marks around the neck, hanging didn't negatively affect the condition of the deceased. Ladies and gentlemen, almost over. Now, to sum up and tidy away the body. Eigentlich müsste doch jetzt der Körper zusammenfallen, weil es gibt ja keine Knochen mehr drin eigentlich. Gut, hier ist noch die Schulter drin, ja, aber trotzdem hier die Mitte müsste eigentlich zusammenfallen. Da komplett leer müsste eigentlich alles auseinanderfallen. Samantha Barker's death was a heart attack resulting from an overdose of barbiturates. Notiere die Haupttodesursache. Ich würde mal sagen, Traces found on the body Überdosis. suggest that the overdose was a deliberate act, following a failed attempt to hang herself. The nach dem autopsy ersten found no erfolglosen evidence of Selbstmordversuch materials erhängen, indicating that death entscheidet sich die verstorbene attack. Frau für eine Must be excluded. Barbituratüberdosis, die zu einem Herzinfarkt und zum Tod führt. Keine Hinweise auf Fremdverschulden. Todesursache, Herzinfarkt. Gut. Das war Selbstmord. Autograph, and we can start sewing. In the 1950s and 1960s, PG. the use of barbiturates for suicide was actually quite common. I think it was most talked about after the death of Marilyn Monroe. Schließe den Leichnam. Was, wenn nicht? Ich geh jetzt. Die bleibt da jetzt liegen. So schaut's aus.
Vor allem, das dürfte eigentlich gar nicht so Death halten. row. A farewell to the convicts. Well, we're done for today. Thank you for your attention. Ja, sie hat ja auch, glaub, keine andere Wahl, ne? Oh, da fehlt noch der restliche Schädel. Lege den Leichnam in den Kühlschrank. Tiring day. I can feel those hunger pains coming on. I guess I'll have to pick something up along the way. Gloves in the trash. Leave the apron for Nummer cleaning. 2. 1, 2. Now I can go. Camera. I didn't turn it off. Geh zum Auto. Ja, zuerst meckern, ich habe die Kamera nicht ausgeschaltet und dann jetzt doch zum Auto gehen wollen, ist klar. Dann gehen wir halt zum Auto. A nightcap will do me good. Ein Schlummertrunk. Du hast dich mit Medikamenten vollgepumpt. Good night, Mr. Ridley. The police will pick up the body and accompanying documentation in the morning. Mm-hmm. Sure. Must remember to sing Handman. Okay. I guess there are actually two things in this world you can be certain of. Oh. Death and Ridley's reluctant attitude. Alright, maybe So. whiskey on the rocks when I get home. Also ich dachte schon, es wäre ein bisschen zu krass, aber... Also... Für YouTube und Twitch, aber es geht ja eigentlich vollkommen. This block can be quite intimidating when it's so quiet. Almost there. Stephen didn't want to go out for a drink tonight, so I'll drink my whiskey in the company of my TV. Shit. I forgot the muffin. Well, Ridley will have a nice treat for the night. I'm sure he'll be his happy, thankful Wo muss ich self eigentlich hin? tomorrow. Hier sehe ich ein bisschen mehr. Kann ich hier den Strom ausschalten irgendwo? Nein. Ich sehe hier nur das Stromlogo, ne? Ich sehe den Kasten auch nicht einmal. Im Stream sehe ich ihn, aber... Kann ich durch die Tür? Die sehe ich nämlich auf meinem Bildschirm auch ganz gut. Ich muss anscheinend hier rein. Ja. Kann ich hier aufmachen? Out of Service! Hängt ein Schloss dran. Ja. Ich kann immer noch nicht rennen. Ich würde ganz gerne mal rennen. Ich glaube, das war unser Stockwerk. Oder geht's noch höher? Nein, höher geht's nicht mehr. Gut. What? What the fuck? But I locked it. I'm sure of it. Cool. Jetzt wurde auch noch bei mir eingebrochen. Schließe Kapitel 1 ab. Kapitel 2. Fuck did this? I don't have anything valuable. Oh God. Oh God. Ich glaube Geld. Fuck! Great. That's all I need. What if it was Red Pete? Du hättest es hier unten rein tun sollen. Da wäre es nicht so aufgefallen. War nämlich ein bisschen Geld, was da drin gelegen ist, ja. Where? I need my pills. I can't get my thoughts together. Du und deine Pillen. Die hast du doch überall deponiert, oder? Okay. I'm gonna have to report this to the police. Christ. Why did the neighbors not report anything? I'm calling Stephen.
Warum rufst du jetzt Steven an? Und nicht bei den Cops? Sogar der Kühlschrank ist offen. Was wollen die denn im Kühlschrank? Stephen? Now, Jack, I told you, I'm going for a drink with you for another night in a row. That's not why I'm ringing. Although I could do with one. Someone broke into my apartment. What? Did anyone see anything? Have you called the police yet? No, I don't think so. Anyway, no one contacted me. As for the police, I'm calling right now, officer. All right. Do you want me to head round? Look for any trace evidence? I don't know. No, I guess not. Honestly, I don't have the strength to deal with it right now. I just want to lie down. Are you sure? Ach so, Steven ist Officer. I think so. I'm sorry. I just wanted to calm down a bit. I don't know. That's probably some stupid joke. Only money was stolen. Money? From Alice's box? Oh, fuck. Listen, I can come over. I have the key. I'll drop by, do what I need to do, and you go get some sleep. No, don't trouble yourself. Lately, I've been just so tired and distracted. I don't know. Maybe I forgot to close the apartment door on my way to work. If anything else is missing, I'll let you know and call the police. All right. Just make sure you close it tonight. If you see anything weird tomorrow, let me know. Whoever did this may be watching you. I don't think anyone is dumb enough to come back. You're probably right. Take care, Jack. If you need anything, call me. I promise I will. Thanks, Stephen. Sorry to bother you again. I've just been all over the place lately. It's not a problem. Good night, Jack. Good night. Okay. Woher wusste er von der Kiste von Alice? Gut, die sind gute Freunde, ja. Wir werden es wahrscheinlich wissen. Was ist das für ein Rauschen? What? Ich glaube, der Fernseher war gerade an. I guess I should clean this shit up. Where to start? Die Anlage läuft auch. The greatest hits of GP2. Shit. The glass in this thing needs to be replaced. Jack, why? Ugh, I think I'm just tired. I still don't understand why Alice liked this painting so much. There you go. To be honest, I could leave it like this. Okay, die Schubladen sind alle leer. Aber ich muss aufräumen. Ich würde es eigentlich so liegen lassen. I have no interest in DIY at the moment. Maybe I could barricade the door with this. Now I'm sure I won't get caught up in these papers. Alice's family should really have some of these. That's enough for now. Jeez, I'm exhausted. I'll get the rest in the morning. What a mess. Now if only I could blame this on the burglars. Räume Jacks Wohnung nach einem Einbruch auf. Okay. Ja, man hat ja auch keine andere Wahl, ne? Gibt's hier irgendwas Neues? Da liegt eine Tasse. Hat sich hier drin was geändert? Nein. Da ist eine Autotür gefallen. Ich bin jetzt gerade wie so eine alte Omi, ne? Die am Fenster steht. Hallo. Erstmal zieh ich mir was an. Na, geht nicht. Oh yeah, I should take my pills. Du und deine Tabletten. Du und deine Tabletten. I feel like it takes me forever to finish these things. That's enough. It will never look clean. I need to quickly change and finish getting ready. I'm gonna be late for work again. Hallo.
Jetzt. Got my keys, got my files. Check. Time to go. Remember to close the door properly, Jack. Die ist zu, I'll ask the neighbors tomorrow if they saw anything aber nicht suspicious. zugesperrt. I wonder if Ridley fixed the coffee machine. Ja, doch hat ein Kind geschrien. What? Wo kam das Geschrei her? Alle Wohnungen sind gesperrt bis auf die oberste Etage. Cool, cool. Kann ich einen Strom rausnehmen? Ich bin ja eh der einzige Bewohner hier. Nee, hier ist niemand. Ich glaube, den Van sehe ich von meinem Fenster auch. Maybe a bit optimistic. I'd better grab a coffee on the way. Okay. I'm exhausted. Mhm. I wonder who Steven brought in today. Na stimmt, wen hat denn Steven jetzt gebracht? Ah, Tür schließt sich selber, perfekt. Good morning, Mr. Ridley. No, he's not here yet? No, I'll deal with Adam. Ah, cool. Jetzt muss ich den auch selber mitnehmen diesmal. Ähm. Wo kam das There. Gelache her? Now for the tough part. Weil das ist mir gerade ins Blut gelaufen. Where's Ridley So ein waiting? bisschen. Das war schon schaurig, aber erschrocken habe ich mich halt trotzdem nicht, ne? Meine Alright. Güte. I just need some gloves and my apron. Then I can get to work. Schürze. I'm going to need my tape recorder for this. So, wie war das? Polizeiakte zuerst? Nein. Autopsy dated November 22nd, 1991. 7:32 p.m. Led by Dr. Jack Hanman. Amen. Genau, jetzt hat I'll begin by verifying the identity of... It's most Ein likely Harper Lloyd, Gully? age 35. Found in a well-owned house by her neighbors Leonard and Dorothy Chelsea. Reported missing for a week. It is also known that the deceased was diagnosed with affective bipolar disorder. Harper was placed on drug therapy, which she dropped out of fairly regularly. During her treatment, she was under the care of her common-law partner, Richard Benson, professional truck driver. The last person who had contact with the deceased was her partner. Harper's last message read as follows. I'm gonna take a shit in their stupid well. Then we'll see who has the last laugh. Nice one. Police records also show that Mrs. Lloyd was in constant conflict with her neighbors. The constant parties and subsequent brawls made living in the area nearly impossible, especially when Lloyd's partner wasn't around. Firefighters found the body after the Chelsea family began complaining that their tap water tasted strange, and at one point, it began to smell and turn a dark color. I.
Das war der Frischwasserbottich, wo sie drin gelegen ist. Der Frischwassertank. Yummy. I proceed to open the bag. The most important task in forensic identification of a drowned person is to distinguish whether the death occurred before or after entering the water. Wollt ihr die Schönheit sehen? Ich weiß es nicht, ob ich es will überhaupt. Ich glaube, ich habe genug gesehen. Okay. Ich habe doch genug I gesehen. carefully Ciao, removed the ciao, victim's clothes ciao. so as not to damage the skin. The deceased was fed. One shoe is missing. I'm going to need the camera to document all possible suspicious marks. Mach auf! Ja, die Heckenschere hättest du auch mal hernehmen können, aber... Ja. Holen wir erstmal die Kamera. Definitely the first thing that Ich muss stands dich ja out hier jetzt anschauen, ne? advanced postmortem gigantism. Machen wir erstmal ein Foto. Klassiker. Hallo? Wer? Hier, okay. The skin of the deceased appears very delicate, smooth, and relaxed from being in the water for a long time. The whole body is extremely pale. Okay, dann haben wir hier, da muss ich ranzoomen, so wie es ausschaut. Postmortem markings are seen on the underside of the body. That is, on the back, thighs, and Ich calves of glaube, the das sind deceased. Hautreste oder Entzündungen. Was haben wir noch? Gesicht. Genau. There are bruises and hemorrhages on the neck. These usually occur due to increased inhalation when fighting to breathe underwater. Weil derer fehlt ja, glaube ich, ein Auge, so wie es ausschaut. Dann, was haben wir noch? Haben wir an der Hand was? Nein. Fuß. Ah, Fußsohle. The so-called washerwoman's skin on the feet. The deceased had indeed been in the water for a long time. Haben wir dann die Hand, haben wir auch wieder, ja. Klassiker The mittlerweile. skin on the hands can be Ja, mit die easily separated from the body. selbe Hand The dreimal separation hintereinander takes the gehabt. form of a glove. Oh, ich wollte jetzt gerade die Schulter hier wieder machen, aber die hat da so ein paar kleine Kratzspuren Some am obvious Arm. scratches in the skin. Aber nur so ganz kleine, hauchfeine Kratzer am Arm. Oh, eins brauchen wir noch. Wo? Ah, Oberschenkel. It's likely that the deceased was lying on her back when she was fished out. Gott, diese Bilder muss ich Gott sei Dank nicht mehr betrachten dann. So, after the preliminary exam, it's time to take a closer look at this. Vor allem das ist das Schlimmste von allen. Wer will sich das zu Hause einrahmen und an die Wand hängen? Ich auf jeden Fall nicht. Vor allem wieder so aus dem Gesicht. Das ist doch das hübscheste Gesicht, was es mal jemals zu Gesicht bekommt, oder was?
So, führe die Obduktion durch. State, the deceased was clothed. Rigor mortis does not need to be Also, checked. jetzt kann man mal Based on Gas state of geben. decay, you can be sure it has subsided. Hier brauchen wir anscheinend wieder die Lupe. There are obvious scratches on the skin, especially on the back and hands. These could be defensive wounds, evidence of some sort of altercation prior to death. Okay, dann einmal We see dein thick Kinn. white foam in the mouth of the deceased, resulting from Yummy. pulmonary edema. Foam is a characteristic in deaths due to drowning. The spots have a purplish blue-red hue, which is a typical sign of the death of the organism. Okay. Die Hand. Hallo, die Hand. No obvious signs of struggle. The skin on the hands would have easily peeled away from the flesh. Some of the fingers have already lost their nails. Sind sogar bereits ein paar Nägel verloren gegangen. Au. Gut, sie hat es wohl eher nicht so mitbekommen, Liver aber... mortis are formed as a result of putrefaction of blood in the veins. Fäulnis des Blutes. Und des Due to the Husi. fact that the deceased was wearing shoes all the time, her feet are in better condition than her hands. Nevertheless, we can still notice a clear, wavy skin and the so-called washerwoman's skin texture. Wait. Die Füße sind in einem besseren Zustand als die Hände? Okay, that's probably enough to indicate a direction for further examination. Mädel, ich glaub, die geht's nicht mehr allzu gut. I'd better note that down in the marks. Hier, 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 hier. The deceased's penchant for drinking. Ich gehe jetzt da einfach auf die Schnelle durch. Accident. So, typische Anzeichen von Ertrinken, Quetschungen und Blutungen am Hals durch den Versuch, unter Wasser nach Luft zu schnappen. Schaumpilz, der aus dem Mund kommt. Lungenödem. In this case, the question is, was drowning an accident or of suicidal intent? Intervalle, Kratzer auf dem Arm und dem Rücken. Kein Anzeichen von Wundheilung. It's just abrasion. Natürlich wieder fremdverschulden. Result of a fight and die Haut ist faltig, weil sie lange Zeit im Wasser war. Typische Wäscherinnenhaut. Einige Nägel fehlen an den Händen. Gibt es keine Anzeichen einer Auseinandersetzung. Ausgeprägte postmorale Flecken, violett, bläulich, roter Farbton. Die Verteilung deutet auf eine lange Zeit der Ruhe auf dem Rücken hin. Keine Anzeichen einer Vergiftung. Their distribution suggests that the victim was probably lying on her back when fished out of the water. Ausgeprägte postmorale, ja, das ist genau dasselbe. Liver mortis of a different color. Füße faltig im besseren Zustand als die Hände. Or nitrates. However, a simple trip, loss of balance, gut, okay. As a result, you end up in a deep hole with no way out. That's all for now. November 91. Before I begin the dissection, I'll make sure the suggested identity is correct. Okay. The suitcase with the fingerprint equipment should... Nimm Fingerabdrücke. Oh, here it is. Hi. With decomposing bodies, the tissue of the pads and if the body of the deceased is well preserved, the fingerprint sheet should always be checked. Ich sammle gerade einfach alles ein, was zum Einsammeln geht. Much or too little ink or inaccurate hand position can make fingerprints illegible. I'm going to conduct a dactyloscopic examination. If in fact the deceased is in the police database, I will find her. Glycerin is injected successively between the nail and the skin of each finger. The substance then enters the fingertip, removing shrinkage and wrinkles. Da kommen langsam die Fingerabdrücke wieder raus. Na klar, wenn du die Finger aufpumpst, dann
Dann passiert das wieder, ja. Now I take a brush. Only when the skin is taut and elastic can you use ink. Ich glaube, ich habe die Hand. I think it's enough. Nein, das reicht noch nicht. Samples. Das reicht noch nicht. Ich will alles schwarz machen. In the case of drowning victims, you have to be extremely careful. The skin may fall off the hand like a glove when you take the print. Verlasse den I'll use the Leichnam. fax machine to add the print into the system. Schicke die Fingerabdrücke. Du bleibst bitte schön liegen und gehst nicht fort. Wäre nämlich nicht zu deinem Vorteil. Weil ich glaube, es geht dir nicht allzu gut. Ich glaube, du würdest maximal 1 Meter kommen, bevor du dann wieder hinfällst. Also bitte bleib liegen und gut bewegen kannst du dich ruhig, ist mir wurscht, aber liegen bleiben bitte. Dankeschön. Bis gleich. Ne, hier bin ich falsch. Da müsste das Faxgerät sein, glaube ich. Wo ist denn das Faxgerät? Wo? Ist es hier drin? Nein. Ach, da ist es. Oh, Jesus. Hi. Bist du öfter hier? Ah, ist das schön. Green button and... Vier verpasste Anrufe. Once the data uploads, I'll run the prints against the police database on the computer. Great. Ach du Heilige. Windows 1. Now, go through the database and find a matching print. Expect possible Nein. hours of fun. Der könnte sein. Nein. 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 Dann ist es Nummer 2. One more. Analyze button. And we have a result. Everyone has a story to tell, even if it's just a police record. So... Harper as predicted, Lloyd. The deceased turned out to be Harper Lloyd. That went smoothly. I'll print this out and attach it to the medical records. Was? Widriges Verhalten, aggressives Verhalten unter Alkoholeinfluss, Geldstrafe. Ordnungswidriges Verhalten, Belästigung und Vandalismus, Verwarnung. Aggressives Verhalten, Belästigung und Vandalismus, Verwarnung. Belästigung und aggressives Verhalten unter Alkoholeinfluss, Geldstrafe. Ladendiebstahl, geringwertige Sachen, Geldstrafe. Belästigung und Vandalismus, Verwarnung. Ladendiebstahl, Geldstrafe. Kleindiebstahl und Ordnungswidrigkeit, Verhalten, Teilnahme an einer Schlägerei
Unter Drogeneinfluss. Geldstrafe. Einmal bitte drucken. Great. Now we can go back to my inspection. Aber Leute. Ach, das hätte ich ja sogar. Ach, hier steht es auf Englisch. Okay. Na, aber was ein ganz böses Mädchen. I'm adding the name of the deceased. I'll start the internal examination by taking fluid from the victim's Wie kommen die auf Jane Doe? Insert through the nose will do the trick. So, okay, Spritze. If the victim was alive when she fell into the well, she must have swallowed water fighting for her life. And then diatoms, characteristics Nase? of water like a well, got into the body. Sonst? Ach, und jetzt direkt die Untersuchung des Gehirns. Ja, puh. Hallo? In the meantime, I'll check the sample under the microscope. I'm sure that these algae traces will be found in the samples taken from the well where police found the body. Mikroskop, wo ist wahrscheinlich im Labor drüben. Warum läuft hier immer Wasser? Nein, wo ist das Mikroskop? Das ich hernehmen muss. Da ist es auf jeden Fall nicht. Ach, da ist es ja. Da bin ich blöd. Now I need to adjust the knobs properly and place the The aperture still needs adjustment. Oh, I'm finally starting to see something here. It's not a dirty lens and perfect. It's not a dirty lens and perfect. The aperture still needs adjustment. Oh. The aperture still needs adjustment. The image is too... Oh. I'm finally starting to see something here. Nah. Too much light. Oh. I'm finally starting to see something here. I won't even notice an army of diatoms from this distance. Great. This way I'll see if I'm dealing with a large concentration of these algae. Algen. It's not a dirty and perfect. Nah, too much Oh, I'm finally starting to see something here. I won't even notice an army of diatoms from this distance. Okay. Great. This way I'll see if I'm dealing with a large concentration of these algae. Ja, wo soll ich die Diatome jetzt finden? As expected, we find the aforementioned algae in the solution. Their upper part, epitheca, which overlaps the lower, hypotheca, is clearly visible. Okay. The presence of diatoms in the brain samples taken indicate that the deceased was certainly alive when she fell into the water and was possibly conscious. Oh, die war wahrscheinlich noch bei Bewusstsein dann. Das heißt...
Since there were diatoms in the brain, it means that Keine äußeren Anzeichen. the body. Studies of the rest of the organs will most likely confirm this hypothesis. Die Menge der in der Flüssigkeit gefundenen Diatomen deutet darauf hin, dass das Opfer noch bei Bewusstsein war, als es ins Wasser ging. Ertrinken ist noch vorhanden. Fremdverschulden ist noch vorhanden. Sturz könnte es auch gewesen sein. I can finally get to the practical part. Öffne den Leichnam. Dankeschön, Dankeschön. Extra careful because the skin of the deceased is very stretched. I wouldn't want an explosion here. Könnte ein bisschen wässrig werden jetzt, ja? Da bewegt sich was drin. You can immediately see a very large swelling of the organs. In addition, all internal organs are very congested. I proceed to remove the rib cage. Na klar, die Astschere. It's easy to see that the ribs have starke Raucherin. So, I'm going to start by drawing blood from the lungs for testing for diatoms. Das ist ja alles kaputt. So was? Spritzen wieder Probe. Okay. Du und deine Proben. This would mean that the victim was placed in the well after death, and the perpetrator wanted to get rid of the corpse in this way. Now, I remove the lungs and proceed to their examination. Taking the lungs in my hand, I feel that the tissues have lost their elasticity, which is the result of water emphysema. In addition, there is significant swelling of the organs, and as a result, we have a nice imprint of the Lungengewebe mit Fehler, Elastizität und fortgeschrittenem Emphysem. Okay, okay. Corpse is found in wieder reingesetzt, okay. Tomograph. However, I can't count on such luxuries, so I must reach for a more archaic technology. A bucket and water. Ein Eimer im Lagerraum. Okay. Willst du jetzt die Lunge ausdrücken oder was? Da war jemand an der Tür. Gehen wir mal hinterher. Who has anyone been here? Ich hab hier keinen gesehen. It's best to go to the lab for this. Ist der eigentlich wieder da? Ich sehe nix. Führe einen Ertrinkungstest durch. Muss ich dafür jetzt ins... Historically, the lung float test is used to detect infanticide. The water should be at room temperature. That's enough. To test for this, I have to place the lungs in a container of water. This checks if there is air in the lungs. And speaking of lungs, everything is ready to bring them here. Ach so, ich muss die Lunge hierher bringen. Of course, such a study isn't without flaws. Air may have entered a newborn's airways during resuscitation attempts. Gases released during decomposition could also give a false result. Ja, Gase könnten freigesetzt werden.
Die müsste eigentlich bei der Schräge runterfallen. Definitiv. In this case, however, it's about something else. Namely, the amount of fluid in the lungs. To test for this, I have to place the lungs in a container of water and wait to see if they fall or if they will float on the surface. Ach so. Und sie geht sofort Just as unter. I assumed, the lungs collapsed easily. Die Lunge ist leicht kollabiert. Fluid could have entered the lungs during panic attempts to catch breath underwater, but it could also be the result of bacterial infections or cancer, so further investigation is needed. Okay. I move on to dissecting the lungs of the deceased. You can hear the distinct, very unpleasant crackling of the tissues being cut through. The parenchyma is remarkably pale, although small hemorrhagic foci and petechia are present on the surface. Da kam auf jeden Fall Wasser raus. All right. Now, I will check the collected fluid under a microscope. If we find 20 diatoms on the slide, it can be considered drowning, and our result is not false positive due to possible contamination. I've only Also wir an brauchen army of diatoms from this distance. 100er. Great. This way I'll see if I'm dealing with a large concentration of these algae. It's not a dirty lens, and perfect. Oh, I'm finally starting to see So. something here. Da müsste wieder irgendwo eine Alge dann rumschwimmen. Aber wo? Wo? Ah, hier. As expected, in solution, the diatoms are clearly visible. There are smaller and larger clusters of them. There will definitely be more than 20 of them. I'll make a note of all this. So Ja. far, this case looks pretty Du bist standard. ertrunken. It's clear from the beginning that it's drowning. Well, the procedure requires me to check everything anyway. Eine große Menge an Diatomen in der Flüssigkeit. Okay. So, I move on to checking the other organs. I ligate the heart, and then remove it for inspection. Strongly developed putrefactic hemolysis of the organ can be seen at Vollnes first glance. Hämolose des Apart from Organes. that, no signs of a heart attack or other heart disease. Okay, keine Anzeichen eines Herzinfarkts. Haben wir hier. Folge des Ertrinkens. I move on to the next organ. This time, it's the liver. Leber. Also, ich sehe es hier schon ganz schön bunt It's auf. immediately Jetzt. apparent that the deceased didn't care for us. The beginnings of cirrhosis are visible in some areas. Der Beginn einer Leberzirrhose ist sichtbar, ja. I transfer the organ to a board and proceed to dissect. Okay, er will die... Oh, der Magen ist aber ordentlich schwarz. The cross-section clearly shows dilated veins and many small hemorrhagic foci. I must admit that this is quite a feat.
considering the rather young age of the deceased. Harper enjoyed drinking so much that she might not have lasted a few more years. Leber verhärtet sich mit stark erweiterten Venen, alkoholische Zirrhose. Ja, okay. Jetzt will ich aber den Magen haben. Oh, Spritze. Magen. It looks very turbid. I'll see what happens after spinning, but that's in a moment. Now, I carefully ligate the organ, then cut it off. It's enlarged, probably full of putrid gases. Der ist ordentlich geschwollen. Transfer to the board and carefully open it, checking the contents. Das Gewebe sieht gar nicht gut aus. Und ist auch prall gefüllt, so wie es ausschaut. Das heißt, sie hat auf jeden Fall kurz vorher entweder gut gegessen oder hat sich mit Wasser vollgetrunken. Muss ich nicht mal was auswählen, weil es der komplette Magen ist. Schneidbrett, ich will den Magen aufschneiden. Yay. Ah, ich habe ganz vergessen, dass es so ein Scheiß ist. One thing you'd never get used to is how much this desk smells. Also ich vermute mal, da dürfte jetzt ordentlich Wasser rauslaufen beim Aufschneiden schon. Weil es ist ja eine Wasserleiche. Okay, the stomach is full of fluid and unidentified organic matter, which is probably leftover food. Yummy. So let's check the diatoms. Again, but in a centrifuge for a change. The problem with examining drowned people is being able to show whether the death was due to drowning or whether something else contributed to the death. Cramp, heart attack, drugs, homicide, or some accident. Such an analysis requires viewing from different angles. Kann er nicht einmal sein Zeug komplett mitnehmen? Including those from the field. Jetzt ist das Fenster schon wieder offen. Important to collect as many samples as possible. Unfortunately. Oh, ein Flachmann. Bei kleinen Problemen hilft der Fachmann, bei großen Problemen hilft der Flachmann. So, die Zentrifuge. Das Diatomen. This is one last little sample. Alkohol. Barbitures. Diatoms. 35 Minuten, Speed 25. 35 Minuten, Speed 25. Set. 35 Minuten, Speed 25. Strom wird mit Sicherheit ausgehen. Das dauert zu lang. Schön liegen bleiben bitte, auch wenn der Strom ausgeht. Hey! Done. I'll run it directly into the chromatograph and run it against the data from the police. I'm certain the analysis will show similarities between the fluid and water in Chelsea's well. Bitte liegen bleiben, dankeschön, ich bin gleich wieder da. Ich muss nur kurz ins Labor. Was war's? 3 Milliliter, glaube ich, ne? 3 Milliliter, ja. Let me think. 3 milliliters should be fine. Bitte einstellen.
Okay, now it's the chromatograph's turn. In den Chromographen geben. Oh. Yes. The water sample matches the one provided by the police. Well, the results are quite clear. I was hoping it would be a more interesting case. Wieder Selbstmord. Wahrscheinlich. More diatoms. Analysis indicates the same origin. Blah blah blah. Bla bla bla. Weder Blut noch Drogen gefunden. There's Okay. little left to do. I'm going to check the airway patency of the deceased. Luftröhrenanalyse. Okay. Looks like there's something stuck in the trachea. I'm moving to the board for further inspection. Die Luftröhre scheint geschwollen zu sein. Die Luftröhre ist definitiv dicht. Definitiv, das sieht man ja hier schon. Kann aber auch dadurch sein, dass Wasser in die Lunge ist. Ja. Die ist auf jeden Fall dicht. Machen wir dich mal auf. I dissect the trachea and open the organ. Inside, I find a wedding ring. This is interesting. Let me look at it. Ein Ehering in der Luftröhre? Wir haben nicht genau geguckt, ne? Based on the size, I can say that it's a woman's wedding ring. Quite standard from the outside. There's an engraving inside. 13.09.1980. Das war doch der Hochzeitsdatum. Von mir. Aber das habe ich ja tatsächlich schon in der Spielbeschreibung gelesen. Dass in der Luftröhre, dass in einem Menschen sein Ehering gefunden worden ist. Ja. Nimm den Ring. What the fuck? But this is my ring. Alice's ring. Entdecke den Ehering von Alice. How did it? But this should be at home. I have it. At home. It's. Nimm deine Tabletten im I have to check this Badezimmer. out. Where are my meds? Where the fuck are my meds? Hi. Ich gehe nur meine Tabletten holen, ne? Gibt's da drin mal ein bisschen Ruhe? Dass ich meine Tabletten nehmen kann? Christ. Hope these all make it go away. Alter, wie viele hast du jetzt genommen? I have to check the apartment. It can't be. Jesus Christ. Nicht mal die Leiche zumachen oder irgendwas? Ich will da weitermachen. Ja gut, dann bleibt das halt alles offen liegen. Ich muss jetzt nach Hause fahren. Na Katze, was starrst du so an?
Mr. Ridley. Mr. Ridley! What's all the ruckus? I need to go home. Immediately. What? Now? I have to. Have you seen anyone here this morning? Anybody suspicious? Oh, there was no one. Dorothy was, but only for a moment, then she left. What's wrong with you, Hammond? Okay. Thanks. What about the corpse? I'll come back, I promise. Jesus Okay. Christ! I have to check this out. Ah, jetzt ist er nicht in der Box drin wahrscheinlich, oder? This can't be real. Where is it? Where is it? Where? Please, it's not here. It's not. I need to go. This is sick. Fuck. Come on, Steven. Pick up the fucking phone. Hey. What's up, man? They took the ring. What? What ring? What are you talking about? They took the wedding ring. Alice's wedding ring. One sec. You mean burglary? You said nothing was missing. Yes, I know that. I don't know. I was jittery. Maybe I didn't notice. I don't know, but that's not the worst of it. Calm down, Jack. Breathe. What happened? I found it in the trachea of the deceased I was working on. Do you understand? I pulled it out of a dead woman's trachea. What? I don't know what's going on. Jetzt ist die Box komplett wants leer. revenge. He's playing with me. I knew it. I knew it from the beginning. This is going to happen. I didn't make it up. Jack, listen to me. Try to calm down. Don't leave the apartment. I'll be with you right away, okay? I'm on my way. What sane person would do something like that? How? And when? When the fuck? Fucking Ridley lets in whoever he likes as usual. What are you saying? Steven? Don't leave me, man. Come on. Ja, er hat gesagt, er kommt ja gleich. Oh, God, what now? Okay, just calm down. Okay. Calm down. Jesus. What's going on? Just Nur einen Schluck. one sip more. Yep. Jesus. Ich kann nichts machen, ne? Just one sip more. Schließe Kapitel 2 ein. Ab. All right. I can't do it anymore. Okay, einen kleinen Powernap. This will kill me one day. Okay, doch I'll nicht. have to finish it over the weekend. Ich sollte mich vielleicht anziehen. Time to go to work. I
I should take out the trash first. Jesus. Fuck. Maybe I'll just ignore it. Yes. Hi, this is Charlotte. I guess I interrupted you again? Oh, hi. No, I just... I wrote reports in those last sections, and I was just about to leave for work. I always know when to call. Yeah, definitely. What's up? How are you? I'm good, thanks. What about you? Okay, nothing new. I had a few days off. Oh, that's nice. Then, Ein paar Tage frei? did you have a moment to look for something for me? Something for you? Well, the photo with, the photo I asked you for? It hasn't come yet? Oh, sorry, but I said it a week ago. No, not yet. Maybe I'm too impatient. Sorry for rushing you. You have so much on your mind, I thought maybe you forgot. It's okay. No worries. With my pills, Pills. I almost forgot to take my pills. So you see... Yeah. Okay, das Bild ist auch anscheinend verschwunden. Okay. Yes, sure. Let me know if you still haven't received the letter. Then I'll try... Well, maybe I'll find something else. Oh, really? Could you? It would be great if you could. Really. Yes. I know it means a lot to you. Well, I won't hold you any longer. Thanks. Bye. Bye. Take care. Bye. Damn. Did I mess up the address? Die Adresse hat aber Those gestimmt. pills. Maybe I should invite Charlotte to do something herself. So, bring den Müll raus. Welcher Müll? Hier steht keiner, hier steht auch keiner. Hier steht die Mülltonne. Hier stehen die Säcke. Ah, hier steht ein Sack. Ugh. Why is it so wet? Ugh. I shouldn't be this tired. Liegt meine Leiche eigentlich immer noch so da? Das wär's jetzt. Ich habe die Leiche ja noch nicht mal beendet. Halt, da muss ich noch gar nicht raus. Halt jetzt mal ein Kind drin? What's going on? Ja, und seine Halluzinationen die ganze Zeit. Da ist der Müllcontainer. Ah, ich muss in den Müllcontainer. I wonder if Alice's mother has a film of this photo somewhere. I actually hadn't thought about it before. Okay. I should call her on Friday. Oh, God. Why do I like sleeping so much? Huh? Einfach weitergehen. Einfach weitergehen. Good afternoon. Isn't it a bit early for you? I missed our invigorating conversations. Has Stephen brought the body? Yeah, the trolley's in the hall.
Maybe wheeling it to the dissection room will be invigorating enough for you. I think I'll get straight to work on this one. Focusing on something will do me some good. So, mal schauen, was wir heute für eine Leiche haben. Christ, this one's heavy. Hey, Mr. Ridley, I need help. I can't lift this bag myself. Ridley! Ugh, wasn't easy, but at least I can start. Handschuhe, I guess Dorothy ordered it. I think I'll skip recording Schürze. the video for the students today. es ist schön, dass immer noch alles beschrieben ist. Warte, And they'll still have the Tiergerät, accompanying photos. November 27th, 1991. James Evans Jr., Oh. also known as Jesse. Age about 30, weight 130 kilograms, height 180 centimeters. Evans had previously been convicted of possession of stolen goods, robberies, and drug trafficking. There were also the body was found naked and mutilated. Clothes. Ein Schuh. The body was found inadvertently in the woods near Peetsville. The dogs picked up the scent while searching for a missing boy. Okay, okay. Police photos show that the body was not even particularly hidden, but only. Sounds disturbing. Dann machen wir mal auf, oder? Condition the body is in then. I'll start by opening the bag. Mal schauen, wie er ausschaut. Gut. Fuck. I didn't expect this level of mutilation. This Oh. is going to be a dirty job. I'll check through the bag the police left. Und wo ist der Kopf? Krieg ich den noch nachgeliefert? Maybe there will be something worth noting about the victim's clothes. Leather belt, plain classic jeans. Well, dirty and torn. The bloodstains don't appear to be related to any injuries on the body. A lighter, engraved with the police insignia. Stolen? Or maybe purchased from a pawn shop? Interesting. Most of the blood is visible around the neckline. Something's stuck here. It looks like some kind of ectasis? Scale? This could point... certainly not my style. Is this... mainly traces of soil. It's a bit like the perpetrator's pulled a shirt over his head. Traces of dirt mixed with blood and rubbed leaf litter. Evans must have been crawling, or was dragged along the ground. Hallo. Da war doch an der Gürtelschnalle was. Oh, you can push it? Oh. After all, what else could I expect? Aha. Ja, wir wissen, was es ist. Weird. Someone obviously didn't want to put in the work. These clothes haven't been thoroughly searched.
Da ist nichts drin, da ist auch nichts drin. Ansonsten finde ich da nichts. Ich hätte ganz gerne den Kopf zurück. Ach, da klemmt noch was. Another animal souvenir. It looks different than the previous one. Schildkröte. The only thing I can tell from the clothes is that before his death, Evans had either put up quite a fight, or the attackers simply dragged him along the Oder ground for a Alligator. long distance. In turn, and this is certainly strange, the injuries themselves were inflicted only when he was naked. Okay, I'll take a look at the scales. They seem too different. Dorothy once brought an animal encyclopedia here. She performed an autopsy on an exotic animal smuggler. Hier The guy suffered Lexikon. an accident while transporting illegal animals. Not only were the police needed on site, but it took nearly a day to round up his cargo. Dorothy had a hard time with that case. Did the impact kill him? Or did one of the animals he was transporting do him in? They even talked about it on the news. People were terrified that some reptile would just come out of their can and grab him. Okay, the book. Who is this? Guten Tag. So, wo ist der Atlas? Ach, den habe ich in... was muss ich denn ran? Mikroskop? Ach, hier. All right. Which page was it? Not this area, but who knows? Also einmal einen Alligator haben wir. That's a long swim to make it all the way here. Nile crocodile. Den haben wir. Formerly worshipped as a god in Ägypten. ancient Egypt, and today just by kids at the zoo. Schon ein Krokodil, ja. What kind is this? Ah, salt water. Oh, yes. This turtle turned out to be a killer. He ripped off the guy's wrist and tore him in a few other places. Aggressive beast. Hat aber keine Schuppen. I only need to concentrate on the crocodile chapter.
was found in the woods by the river. There could be a nesting site nearby. Objekt ziehen. Und dann haben wir noch den hier. Well, I wouldn't expect them in the Mississippi River. That's a long swim to make it all the way here. Evans was found in the woods by the river. There could be a nesting site nearby. This type of alligator itself doesn't attack humans. Evans was found in the woods by the river. There could be a nesting site nearby. Oh, that was quick. I wouldn't expect anything else. Ah. No way. I would expect something local? I certainly don't remember hearing of an animal escaping from the zoo. So, either someone donned in crocodile products was around the deceased, or one of them attacked Vielleicht ist es auch Kleidung. I'll examine the body and take photos. If an animal attacked him, there'll be traces. Ugh, Christ. Why am I so tired? Some coffee would be nice. What was I supposed to... the pictures. I'll have to show them to Dorothy. Too bad that we no longer keep our ranking. With something like that, I would come out on top. Stimmt, ich habe ja noch nicht mal Fotos gemacht. A long time. All right, I'll begin. The deceased skin is smooth and taut. This suggests an advanced stage of decomposition of the corpse. Er hat auf jeden Fall keine Nüsse mehr. Die wurden ihm auch abgebissen. Nasty. Ah, das tut noch weh. Einmal den Knochen. It's unlikely that a human would make such a wound. Ja, das ist wahrscheinlich Brandverletzung, so wie es ausschaut. Fusi, genauso. Such a wound could not have occurred during the victim's lifetime. There are also clear traces of the deceased ankles being bound in some way. Ja, da ist nichts mehr dran. Da hat er eine Uhr dran wahrscheinlich. Couldn't have tied himself up like that. It looks like some sort of attack or kidnapping. Hauptsache die Tattoos sieht man. Krokodilbiss. As expected, there's a bite. War mir klar, dass ich den... No head. That's not hard to miss. Die Brust... This wound appears to have been made by a sharp instrument. Eins fehlt noch. Da war's doch irgendwo. Interesting. This needs to be investigated further. I need to gather my thoughts together. And look at these photos. Oh. It seems... I wonder whether the decapitated... Kopf. Some suspicions. I should inspect the work of animals can be seen here. Like torn meat.
but I can't tell from the photo what animal did this. This looks very promising. The bite is clearly visible. It should be easy to compare it with the encyclopedia and identify the culprit. Mit dem I just need Faxgerät. to make it a little bigger. It'll be faster than physically measuring the bite. I hope I put it in right. I can never remember whether it was image up or image down. At university, I didn't have facilities like a fax machine. Everything was done by hand. Ah, fantastic. Just some tracing paper, a pencil, and I can check these in the encyclopedia. Für was braucht ihr jetzt Hauspapier? Now, did I leave them in a drawer? Or maybe a box somewhere? Ugh. I don't remember if I left them out somewhere. No. No. Ah, diesmal liegt eine Jack Daniels Flachmann drin. Da ist ein Pauspapier drin. Oh ne, da ist Pauspapier. Oh, looks like I can tidy up after myself. Sometimes. A very, nature-driven case so far. I'll have to consult the encyclopedia again. Good thing Dorothy left it here. Otherwise, I would have had to run back to my place to get some. Bis wo? Wir wissen doch schon. Achso, nee, wir wissen noch nicht, was für ein Krokodil. Der hier. The shape of the jaw appears correct, but not the teeth. That's not it. It makes sense. This would also explain the mold found in the clothes. It turns out that some of the wounds can be safely blamed on local alligators. However, we cannot blame them for the decapitation. Ah. It's not these animals we should be afraid of here. I should make some notes and start the autopsy. Und wir haben ihn noch nicht mal aufgeschnitten und wissen schon die Todesursache. Wobei, ich glaube, er war da schon tot. Mei, oh mei, oh mei. Ugh. Mit der Lupe. And look for other it doesn't look good. Evans wasn't decapitated with one cut. Er wurde nicht mit einem Schnitt enthauptet. Ja, weil das abgebissen worden ist. Deswegen kriegen wir auch den Kopf nicht zurück. Several stab wounds of varying depth and circumference. Ja, ich glaube, das sind wirklich Looks like the killer Stichwunden. might have missed before they finally hit the neck. Mississippi alligator. It's strange that an alligator would leave such a clear and smooth mark. The result of an animal tearing at its body, eaten skin, soft tissues, and genitals. There are even some teeth marks, but well, it doesn't look like an alligator.
The bite is firmly incorporated into the wound. A photo alone won't help me here. I need to make a cast and compare it. Ah. Genitalien wurden ihnen auch mit abgebissen. Hat anscheinend geschmeckt. Looks like an uneven bite. It's worth taking a closer look at this. Maybe there will be some remaining teeth marks. The imprints are quite deep and even. From the looks of it, I'd say Evans was restrained with his own belt. Stimmt, es könnte der Gürtel draußen gewesen sein, weil der war auch so komisch bunt. Dann... Very strong binding marks. You can see peeled epidermis and small wounds. Evans' right Du side noch. must have been more attractive to the crocs and insects. There's no end to playing zoologist today. Ich frage mich, ob die hier was zensiert haben. Ne, bei dem haben sie nichts zensiert. Null. I need a tool with dental impression cement. Can I find it here? No. It's probably lying somewhere around in the lab. Silikon-Dosierpistole. I hope the cement hasn't expired. Säge. Silikon-Dosier. A month after the due date. That could be worse. Könnte schlimmer sein. Ist doch eh schon tot. In der Leistengegend. Ach so, hier. Now I need to cover the bite area. Wait until it hardens. I think it's ready. The cast looks quite contaminated from the other wounds in that area. Das sind menschliche Zähne. Der sieht mir ganz stark nach menschlichen Zähnen aus. Hier die Schneidezähne. Dem hat's anscheinend geschmeckt. Well, let's hope the imprint turns out better. Werkzeug aus dem Koffer, um einen Abdruck der Bisswunde zu machen. Brush, ink, and paper. Similar to taking fingerprints. Also, hier. Paint over the area. And put a piece of paper on it. Warum ist es eigentlich so dunkel? That's very strange. I'll run it through the facts and check it on the computer. I really don't want to believe what I'm seeing. Mir tut der Hintern langsam weh.
What? Wow. Whoa. This is quite unexpected. Human teeth. Oh, fuck. I need to tell this to Stephen. Ja, hier ist es. Nicht? Das sieht gut aus. Loading. It'll probably take a while. Dann müsste der hier auch ohne Probleme passen. Keine Übereinstimmung. Maybe not everything is cataloged correctly. Ja, es ist schon die 56. Weil das war das Einzige, was noch gepasst hätte. Maybe not everything is cataloged correctly. Die 96, ernsthaft? It'll probably take a while. Maybe not everything is cataloged correctly. Loading. It'll probably take a while. Warum wird das Bild immer schlimmer gerade? Finally. What? The partial impression I have may match several people. Okay, this one is in prison, so he's out. Another in prison. Oh, here's someone with quite interesting tendencies. Oh, he's dead. It doesn't fit. This one doesn't either. I'm afraid this will remain a mystery. The killer's profile is getting more and more interesting. Ja, das waren 3 verschiedene. Das ist komplett verschwommen gerade. Da kommt jetzt gleich irgendwas. No. Everything is spinning. Pills. I have to take pills. Entschuldigung, ich muss nur kurz Tabletten nehmen. So, jetzt können wir mit der Obduktion weitermachen. I'm going back to the body. I need to make a note before I start the dissection. Ja, ich soll es auf dem Klemmbrett markieren. Ja, dann kann ich gleich den ganzen Körper markieren. See that the tool, they look quite. This wound turned out to be more. Oh, da fehlt noch.
Der Schniedel. Warum kann ich dich nicht markieren? Torn tissue, lacerations, bite wounds. Kein Kopf, eine Wunde mit ungleichmäßiger Struktur, wahrscheinlich nach mehreren Schnitten. Obvious reasons. Enthauptung. Decapitation as the cause of death. Einstichwunden mit ungleichmäßigem Querschnitt, Organe durchdrungen. I need to verify how deep these wounds go. If they punctured the organs, hemorrhaging could have occurred. Alligatorbiss, postmorale Alligators Wunde. rarely kill humans. Eine tiefe, aufgerissene The Wunde. abdominal and genital area are supplied with plenty of blood. If the penis was bitten off while he was alive, Evans could have bled to death. Abgerissene Gewebestücke, die den Knochen freilegen. Und eine tiefe, aufgerissene Wunde, bis auf die Knochen zerfetztes Fleisch. For larvae. Fortunately, the deceased doesn't care about it, just like we do now. Ich doch neues Bier, bin gleich wieder da. I'm adding a heart attack to the list. Maybe Evans didn't live long enough to experience what happened to him. Oh man. I was hoping for an easier case. Prost. So. Hier kann ich nichts mehr machen. Internal analysis. Finally. Wir dürfen ihn endlich aufschneiden. I'll try to determine whether death occurred with the scalpel. I'll open the deceased's chest. I cut deep in a straight line, avoiding the navel. We see a lot of fat tissue under the skin. Ja, da ist Fettgewebe, definitiv. Alter, ist das. When I remove the ribs, I expect to see even more fat on the organs. Und jetzt sieht er gleich gar kein Fett an den Organen. Correct. High levels of internal fat, organ size above average due to obesity. I move on to the lung analysis. Die Lungenanalyse. Deceased smoked cigarettes, but more important. And this is the culprit. Well, it didn't look like the holes were that deep. Dunkle, teeartige Läsion in der Lunge. Or a puncture directly Raucherlunge. They appear to be of different depths. The cross-section is uneven. Open pneumothorax. Zwei flache Einstiche des Oberlappens und wir haben hier oben auch nochmal einen Einstich eigentlich. Der Verstorbene wurde 7-mal mit einem scharfen Instrument geschlagen, das den Brustkorb durchdrang. 6 Stiche unterbrachen die Konstruktivität des Lungengewebes, was zu lebensbedrohlichen Schäden führte. Ja, Herz auch gestriffen. Das Herz ist sehr verfettet, keine Anzeichen für einen Herzinfarkt. In the event of such a wound, this would mean bleeding out faster and more. In turn, a sudden increase in the amount of fluid in the pericardial cavity could lead to cardiac tamponade, which is also a life-threatening condition. Wir haben hier eine Wunde, eine tiefe Herzwunde, die in dem linken Vorhof in der Nähe der linken Lungenvene eindringt. Evans, however, is eine flache Wunde, die den linken Vorhof des Herzens von unten durchdringt. Eine mechanische Verletzung des Herzmuskels, Stichwunde, die seine Funktionsfähigkeit stört. This all looks quite disturbing. I wonder if die Leber.
Oh, das ist ja mal richtig spät von mir. Egal. Wir wollen die Leber. Organ is fatty and enlarged. Oh, Beginnings of cirrhosis are obvious. Alkohol. Well, that's it. This time, nothing to write home about. Ja, ist hier. Das Organ ist verfettet mit frühen Anzeichen einer Zirrhose. Ein mildes Stadium der Krankheit, das keine Auswirkungen auf den Tod des Verstorbenen hat. Naja, Zirrhose kann auch zum Tod führen. So, I proceed to carefully remove the stomach. Like most other organs, it is fatty and clearly enlarged. Der Magen, ja, der ist eigentlich relativ... Due to gases, but mainly due to the deceased's lifestyle. I take the organ to the cutting board. The outside is intact. I'm going to check the contents. Außen sieht der eigentlich richtig intakt aus. Der sieht normal aus. War ein bisschen erweitert, vergrößert, aber er sieht normal aus. It sounds like there's an unusually large amount of undigested and now rotten stomach contents inside. Blood. Evans had to swallow it due to his injuries, which means he was still alive when he was brutally wounded in the chest. Oh. Und verstopft war der Magen auch anscheinend. Ich glaube, der Kerl hatte eine leichte Verstopfung. Vergrößerter Magen ohne äußerliche Anzeichen einer Schädigung. Die Magenwände sind intakt, keine Anzeichen von Blutigen im Inneren des Organs. Klumpen von unverdautem Blut in Mageninhalt, die höchstwahrscheinlich in den oberen Magen-Darm-Trakt geflossen sind. Only the trachea left to be examined. Die Luftröhre. It's not damaged by the decapitation. I move on to cutting it open. Die sieht frei aus. Die sieht gut aus. Es sei denn, ich finde wieder einen Ehering. Oder diesmal mein Bündel Geld in der Luftröhre. Okay. I carefully cut and blood, just as I expected. Evans not only swallowed it, but also choked on it. Okay, das konnte ich jetzt nicht einsehen. Looks like I can wrap this up. Es ist Mord. Let me tie this together. Die Luftröhre ist frei von Wunden und mechanischen Schäden. Beim Öffnen der Luft... After he was abducted, stripped and tied up, he was dealt several penetrating blows to the chest. Ersticken and his mit head Blut. was cut off. Evans was deprived of his genitals, and the body served as an easy meal for the animals. Even though there are a lot of injuries on the body that could cause death, it was the decapitation that ended Evans' life. Der Verstorbene starb an die Folgen einer Enthauptung. Die Untersuchung ergab eine Reihe von perimetralen Verletzungen am Körper und an den Organen, Lunge und Herz, sowie einen großen Blutverlust ohne Anzeichen von Blutungen im Körper. But in this case, it would have been better for him. In some way, it can be said with certainty that James Evans was murdered. Mach mal wieder unsere Unterschrift. Halt. Ah well. I need to stitch this poor guy back up. Habe ich ein bisschen zu groß gemacht.
Egal. It's Schließe den Leichnam. Something's not right here. Because even now, the organs are relatively clean. The skin around wounds also, it's like, someone pumped it out? Oh, Christ. I don't know. It's kind of weird. Es hält nicht mal zu. I'll leave these questions for the police to solve. I get to head home. It's a fucked up thing. I'll hold off taking long walks in the forest for the near future. I have a feeling that it won't end with just one body. Ich muss selber zu meinem Auto auf den Parkplatz gehen, das ist auch mal was Neues. Wobei, eigentlich nicht, nee. Good night, Mr. Ridley. The body is ready to be picked up. Sure. Good night. I think it's the first time in a long time that I finished work at a decent hour. Oh, come on. Fuck! When did I get a flat tire? What the fuck? Oh. Oh, come on. This is impossible. What's this supposed to mean? Why is this happening? Oh, someone is messing with me again. Oh. Finde heraus, was mit dem Reifen passiert ist. I'm going to Ridley's. Maybe he saw something. Ridley ist zu faul, um die Zeitung wegzulegen, um was zu sehen. Ridley, do you know what happened to my car? What happened to your car? All the tires are fucking flat! Well, it happens. Don't you have a spare in the trunk? Spare ones in the trunk. No one carries 4 fucking extra tires. In the trunk! Jesus, Hammond, calm down. I'll call you a taxi. Calm down? That's a bit of an exaggeration, don't you think? Have you seen anyone around here? Someone strange? Suspicious? Except you? No. Haha, funny. I don't find all these jokes amusing, you know. What jokes? Hammond, what's wrong with you? It's just tires. Such things are not a coincidence! What's wrong with me? Things keep happening. Last week, and now this? Just go wait for the taxi, okay? Fresh air would do you good. Neither you nor I. Und nimm vorher bitte deine Pillen. Now. Neither you nor I will do anything? What have you been doing all day? Surely something like this can't just be overlooked. Maybe you should go outside and cool down. I'm calling a taxi. Cool town. Okay, geh raus und nimm dir ein Taxi. Das steht mit Sicherheit schon vor der Tür. I just want to sleep. Kapitel 3 abgeschlossen. It would be easier just to move in and live here. God, I'll get reimbursed for the cab. Oh, das Auto steht nicht mehr da. Okay. Huh? Hello? War da nicht gerade jemand? Ah, mein Büro ist schon wieder offen. Ich finde es jedes Mal nice, dass immer irgendjemand das Fenster mit dem Büro aufmacht. Cool, cool. Ich glaube, ich bin der Nächste, der da drin landet. Gibt es eigentlich ein Achievement, wenn du alle Erschrecker mitnimmst, ohne dass du dich erschreckst?
It's already late in the evening. Good evening. Any news for me? About my car? You know, flat tires? No. No, what? Have you checked the cameras? Anything? Handman, I cut my teeth working in prison. I know what to do. What? There were no strangers hanging around. Maybe you ran over something. What? All the tires? Why, possibly. You can congratulate yourself. Christ. You should try sleeping more. You've been kind of out of it lately. That's the first bit of sense you've made all evening. Good. The body is expected to be ready for pickup tonight, along with your lecture. What? What did no one... You still pontificating? Best hurry, don't you think? Ah, fuck me. I don't have the strength for this today. Da sind nicht meine... Have I taken my pills today? Did I take it, or... Nein. One more won't hurt. Da. Hallo. I need to focus. Und wir haben den Fokus wieder. Don't have much time. Okay. One by one, Jack. Take it easy. Erst machen wir dazu. Mann, dass der immer das Fenster offen hat. Das werden ja immer mehrere Tassen. Drei, 6, 4, 9. Das ist neu. Werde ich noch irgendwann brauchen. Oh, a burning issue indeed. Then I'll move on to the body. Ah, shit. The lecture. I almost forgot. I'm gonna need the camcorder. Wo ist denn die Kamera? Ich glaube im Lager. This is making me nervous. Yummy. Du warst noch lebendig. Das sieht man gleich auf den ersten Blick. Abgehakt, Mord, fertig. Todesursache, Verbrennung. Oh well. This is not the best framing. Ja, nicht gerade die Schokoladenseite, ja klar. It's the 20 something of November 1991. Jack Hanlon is conducting the autopsy. Oh, I appear to be missing my gloves and apron. Yes, you already know the drill. So, the body is on the slab. Let's see what the police uncovered first. So, the victim is from yesterday's. The exact cause of the fire has not yet been determined. However, it is known that the fire started in the deceased's apartment, where the most damage was reported. Okay. The body was not found until the next morning. The tenant was naked, charred, and with severe burns. The owner of the apartment asked about the deceased. He was surprised anyone even lived there. The deceased was sitting in an armchair near the TV. Pieces of pornographic material, an ashtray, melted video cassettes, and several bottles of so-called poppers were found in the vicinity. It's difficult to assess whether any escape attempts were made. Fesselspielchen oder was? Firefighters indicated that it was probably the large quantity of poppers found near the deceased and rapid spread of the fire. Well, that's our basic question. Whether the death occurred as a result of fire, or whether he was dead before it. As you can see, the body is in quite an unusual pose. For the purpose of photographic documentation, we'll leave it like that for now.
Ich will ihn ja komplett drauf haben. This position is called the pugilistic attitude. This is due to the influence of high temperature in the muscles. Gut, wir haben hier Fesselspielchen. The fire reaches the skin first, then the soft tissue. And Zähne sind alle vollständig. Ja, nee, da fehlen welche, aber sind gut erhalten auf jeden Fall. Hier haben wir coagulation eine Entzündung. muscles due to their fibers shrinking. The extensors yield to the force of the flexors. Schon wieder die Nüsse. The muscles contract and contract until the limbs become flexi. Ah ne, die Muskeln hier. The upper ones are characterized by a triple bend, similar to a boxer holding his hands in front of him. Just 10 minutes will do it. 10 minutes for the muscles and tendons to contract like a steak on the grill. So, und jetzt haben wir noch einen Schädel, oder? Ja, genau. In the end, we're all Oh, just er kneift sogar die Augen zu. Ich glaube, der hat geschrien. The deceased must now be straightened out, and we need to get rid of these bindings. He looks to have been tied up. The deceased's neck and feet were, which explains why, despite the severe burns, the deceased's limbs are not all twisted. Nicht zerbrechen, ne? That's better. It's easier to straighten him now. Without taking out the magnifying glass, we already know that the deceased's skin is heavily charred and cracked. Starre, nein, kein Grund zur Überprüfung. Wie? Ich würde sagen, ja, weil er ja komplett verbrannt ist. Unbekleidet, ja. Vielleicht ist er noch bekleidet, das Ganze ist nur reingeschmolzen. Ja, 1,86, staatliche Größe auf jeden Fall. As for the other detail, there are crow's feet visible near the eyes. Upper lip reveals front teeth. One of the incisors is broken. There's soot in the nostrils. Okay. Ein Hals, Würgemale. Wasn't very tight. I don't see it leaving a mark on the skin. Mhm. Die You can Brust. clearly see that this is primarily the front of the deceased that was exposed to fire. Ja, und die Brust ist auch angehoben. Das heißt, er hat währenddessen noch eingeatmet. Komm, komm. The rope marks around the wrists are deep and clearly visible. Mhm. Raus, so. The victim sat in the chair the whole time, hence his back being in much better condition than this extremely burned area. Looks as if a large flap of skin had detached from the calf. Oh. Und last but not least. Ankles
was tied much tighter and more precisely than the one around his wrists. All in all, quite a lot can be deduced from this external examination. So, wir haben einmal... Traces failed to indicate severe burns. The length of the rope was calculated. He appears to be loose. Soot in the nose appeared. The eye clenching is a natural reaction. The tissue of the mouth was heavily burned as well. The teeth, however, makes me wonder. Haben wir alle? Ich glaube schon. Eine feine Spur... Nee, haben wir noch nicht alle. Hier. Burns reach through the dermis and hypodermis to reach the muscles. The body is covered in numerous areas. The conclusions are quite clear. Eine feine Spur des Seils, die sich in das Gewebe eingebettet hat. The deceased was a fan of choking while masturbating. Deaths due to a predilection for asphyxophilia do occur. Hat er gerade masturbieren In gesagt? this case. Die Verbrennungen bedecken etwa 80% des Körpers. Die Vorderseite des Körpers hat schwere Verbrennungen erlitten als die Rückseite. Tod durch thermische Verbrennungen, ja. Verbrennungen 3. und 4. Grades, die Gewebekontinuität stören. Wunden durch Seile, stark verkohlte Haut, Herzinfarkt. Eine tiefe, die Haut durchdringende Wunde von einem Seil. Mit Ruß gefüllte Nasenlöcher, Gasvergiftung. Krähenfüße in den Falten sichtbare Rußablagerungen. Verbrennungen im Mund und in der Mundhöhle. Abgebrochener Schneidezahn bis auf die Wurzelhöhe. Körper mit entblößten Hautstellen und offenen Wunden. I will assess the extent of possible poisoning and burning in a moment. First, I'll try to establish the victim's identity. Due to the amount of charring, Okay, dann schneiden wir dich mal auf, oder? victim's fingerprints. Visual identification is also out of the question. You can probably guess what options we are left with. Jetzt muss ich eine Abformung. A dental impression. For this, I need impression trays and alkanate material. Please excuse me for a moment. What I need should be somewhere in the lab. Okay, it's going well. I should be able to get this done in time. Where are these trays? Maybe in this drawer. I'll warm this up in my hands. Okay, making an impression is quite simple. You put trays with alkanate into the mouth and press them together in one firm movement until you feel significant resistance. Once the devices have been placed... apologies. They cannot be adjusted. Okay, again, we will need a piece of paper, a brush, and ink. We will make a plaster model of the deceased's teeth from the obtained impression. We will then make an impression of the mold on a piece of paper, which will be scanned into the computer. Okay. Vielen Dank. You see, it seems so simple and yet laborious. On the plus side, we don't have to worry about the gag reflex with the deceased. And no need to remind the subject to breathe either. At least he saved the high cost of orthodontic treatment.
I wasn't sure, but the World Wide Web has been a blessing for speeding up my work. So, es wurden neue Daten entdeckt. Wow. I would have expected a match so soon. Well, the deceased is... Richard Jacobson. 47 years old. He had a criminal record and was recently in court for... Oh, wow. For not returning a videotape to the rental shop. Oh, Jesus. I better check if I've still got that copy of... where were we? Also, angeklagt wegen eines Verbrechens, weil er eine VHS-Kassette nicht zurückgegeben hat. Verurteilt zu einem Jahr Gefängnis. Verbrechen vor Gericht geladen, weil er sich der Zahlung einer Geldstrafe entzogen hat. Ordnungswidrigkeit. Geldstrafe nicht Rückgabe einer VHS-Kassette. Dasselbe nochmal. Straftat. Geldstrafe wegen Drogenbesitzes. Marihuana. Also relativ weiße Weste im Gegensatz zu der vorherigen. Die, was wir vorher hatten. Okay. Hopper... Wie... Ich glaube Hopper... Okay, and we can move on to dissecting the body. This time, I'll go straight for the loppers. Mit der Astschere. Piece. Let me start here. I push hard several times. Ups. Until I cut a given section. You can see that using a scalpel would be pointless here. Solid crunch. Ja, ich wollte dann zumindest die Schere nicht nochmal ausrüsten wahrscheinlich. Now we peel back the skin. Doch, muss ich. Yummy! Now to remove the ribs. Durchgebraten. Da steht das Blut drin. So, Astschere. We can check out what's going on in here. And I see that a lot has happened. In fact, the entire abdominal cavity is flooded. Blood and other fluids have seeped from the blood vessels, flooding the abdomen and chest areas. We have to get rid of this. I'll go get a cup or a ladle. Finde die Kelle im Labor. Jetzt darf ich erstmal das Blut ausschöpfen hier. Weil ich sonst nicht arbeiten kann. I think I saw one somewhere here. Da ist hier. Aha. I don't have all night. I'm going to need a vacuum pump. Right. Running around for everything starts again. Why can't things be tidied away properly in this damn mortuary? I'm gonna get Ridley. I wonder where this pump is. Probably in the basement. Mr. Ridley? Mr. Ridley? I'll just go to the basement and check. Da buddelt jemand. Da ist gerade jemand drin gestanden in meinem Büro. Mit Hut.
Jeez. I don't know what this is for. Rusty scrap. God! Das muss doch wohl jemand mitbekommen haben. Where is this infernal machine? Wow, that's heavy. Can I fit through the door with this? I swear I'm going to heaven. Ich wollte gerade sagen, irgendwie werden sie es schon runtergebracht haben, also kommt es auch wieder durch. Like Alice, when she twisted her ankle on those stairs. We were supposed to go to the mountains then. It was supposed to be our first trip since... Oh, I don't know. And Alice... Hammond! Because of me. As always, she had to... Hammond, are you talking to yourself or what? Huh? What? No, a letter. Fuck! Who delivers letters at this time? It's probably been sat in his office for ages. Just didn't want to move his lazy ass. Nix Neues. Aber ich glaube, ich habe jetzt gleich eine böse Überraschung. Es ist halt alles so vorhersehbar. So, we have the equipment. Now I have to place it somewhere close to the table. Bereite deinen Tisch. Welchen Tisch? Den hier? Den hier? Scalpel, scissors, Den hier. magnifying glass, knife. I guess I forgot to... Phew. I can finally put this thing down. Alright, just... What? There's no tube? No one's used this for a long time. I apologize to you all once again. Vielleicht gibt's was Nützliches im Gemeinschaftsraum. Ja. Shisha-Schläuche. These lockers could contain everything we need. Or simply... What? Ein Hirn. Ah, screw it. There might be something in here. Yep. I'm sure I wrote the code down on a piece of paper. Ich weiß, wo der Code ist. Den habe ich schon gesehen. 3649. Da. 6, 4, Man, No. my memory for numbers. What do we have here? Boxes of disinfectants, syringes, thread. Oh, antiseptics. Oh, that's interesting. But here, Schläuche. I wanted to forget. Alice, I regret so much. Every day. Every fucking day. I can't. I can't take it anymore. Oh, God. Please. I can't. How do I... Phone. Do not think. Just don't think. Office of the Medical Examiner, Peatsville. Oh, Jack. I was hoping to catch you at work. Hi, Dorothy. How's it going? Good.
Good, thanks. And what about you? You sound tired. Tiring day at work. That's it. You scared me last time we spoke. I'm sorry. I didn't want to cause any trouble. And say what I said. Jack, it's alright. You're not causing any trouble. I'm not surprised at all that. No, really. I mean it. Sorry. I just... I'm fed up with myself. You should take care of yourself. Didn't you say you wanted to stay at home longer? To rest? You know I pick up the slack at work. No, I didn't. I can't. I don't want to be there. Well, why not consider taking a trip, Jack? Wie wär's mit umziehen? Please. I really don't have the energy for this today. No, I just Neuanfang? Stop it. Why are you calling? Reminder about annual drug testing. I figured you probably didn't remember. Oh, yes. I've, had a lot going on. I, even forgot my own birthday. Leave your samples at reception on your way home. Someone will pick them up from Ridley in the morning. Probably Steven or someone else at the station. Sure. I'll try not to forget. Okay, well, Jack? Try not to do anything stupid, okay? Alcohol, your medication. No, you shouldn't. I have it all under control. I should be getting back to work. The results should be in tomorrow. I'll call you when we know. Right. Thanks. Goodbye, Jack. Okay, ich darf jetzt meine Medikamente nicht mehr nehmen. Annual drug testing. I'll take care of it before I go home. I feel terribly weak. Wake up, Jack. Jesus. There's been a bit too much going on lately. I was supposed to collect the hose. So. Jack. All right. Here I am. I hope that was the last long break in this session. So, let's connect the tube. Stelle Maschine auf maximale Geschwindigkeit. We turn on the machine. With this amount of fluid, there's no point in holding back. Still a few nooks and crannies left. External examinations did not reveal any tissue defects that would reach the internal organs. So, I expect the organs to be intact. In a way, it's quite extraordinary. That even with such severe burn, the organs are all present. Pumpe Blut aus einer Bauchhöhle. Tint indicates high carboxyhemoglobin levels, the level of which I will determine from a sample of blood. I will be inserting needles into the heart and femoral artery. Kann nicht mal mehr erkennen, was ist. Und Blase wahrscheinlich. Nee, Oberschenkel. Itself, but rather its percentage content of the sample. But first, I'll need the values for the centrifuge.
my own but trusted centrifuge. Ideal for all the fluid tests I need to perform during my own but trusted centrifuge. Ideal for all the fluid tests I need to perform during an autopsy. Ugh. I feel like I've been here forever. Bist du auch schon? Ah, das Büro ist ja... Jack, focus. Just a little bit longer. Corpses recovered from the site of fire may have very different and complex histories. Carbon, ja. Burning is only at the surface. Underneath, it may be a heart attack, stroke, or pulmonary embolism. This particular case appears quite basic. 10 Minuten, 85%. Hallo. 10 Minuten. 85%. However, I would warn against making a diagnosis too hastily. A fire victim does not always mean death due to smoke inhalation. The centrifuge has completed its cycle. So, as usual, I will take the samples to the laboratory, and I'll be back with the results shortly. Was 2 Milliliter war es, glaub, ne? What exactly was I supposed to test for? COHB. I'll take 2 milliliters of each sample. Ugh. Pipette einstellen. Check, mir geht's genauso wie dir. Bin genauso müde. Den Chronographen. Jetzt darf ich. Well, confirmed. Death due to carbon monoxide poisoning. Carboxyhemoglobin. Kohlenmonoxidvergiftung. Alright, I'll note this down and perform a check of the organs. Wo ist denn mein Toter hin? Der liest natürlich seine Zeitung. Mein Toter ist weg. What? Where? Mr. Ridley? Why did he take that fucking body? Something strange is happening here.
Wo ist mein Leichnam hin? Wo ist meine Leiche? What's wrong with me? Why did you take the body? What body? Well, the body. You know, from the autopsy room? Christ, Hammond. I didn't take any of your bodies. So who took it? I have no idea what you're talking about. But I... Get back to work. It's late. Es ist schon spät. Geh zurück an die Arbeit. Maybe I think I'm just tired. I don't understand what's going on. Vielleicht hilft's ja. Und da liegt er wieder. I think there's... I must have been seeing things. Results. Well, then we can... from the results... Stimmt, die Ergebnisse. We can now be sure that the carboxyhemoglobin concentration was fatal. The organ has a reddish pink tint, which results from the concentration of COHB and general congestion of the organ. Other than that, I can cross this off my list now. Hohe COHB-Konzentration. Ja. Warum geht's jetzt auf einmal von selber wieder an? Aber Dankeschön. Keine anderen Symptome oder der Krankheit. Gut. Entschuldigung. Herzinfarkt ist ausgeschlossen. Lunge, geh her da. Hab ich gesagt. Lunge, genau. Outside, just like the heart, it is congested. And Die ist auch dicht. Poisoning. Thermal damage is visible here and there. Enough of the external exam. It's time to grab the Das knife Organ ist and verstopft. belongs. Hohe COHB-Konzentration. I need to check for any obstruction, burns, or clots. Jesus. Alter, ich muss einmal über mein komplettes I can see Mauspad. changes in the lung parenchyma caused by burns and smoke inhalation. Würde ich ganz gerne essen. Das sieht gut aus. Das sieht ja ganz gut aus eigentlich. Würde ich ganz gerne reinbeißen. So let's complete the notes. And Der let's Querschnitt check zeigt Verbrennungsläsionen im Im Lungenparenchym. Parenzym. Jetzt. Oh. Schäden im Inneren des Organs, die durch das Einatmen von Rauch verursacht wurden. Gut. Luftröhre, hier kommt jetzt. The color is Genau. the same as the rest of the organs. Significant congestion. Die ist genauso dicht. Let's see what it looks like inside. Also auch aufschneiden. Okay, the final cut. Die ist komplett schwarz innen drin. There are visible burns inside, but what catches the eye the most Der hat is the amount of Feuer eingeatmet. Looks like our subject was in the thick of the fire. Let's deal with the final notes, and we're ready to go. Let's deal with the final notes, and we're ready to go. Ödematose und I considered the direct cause of death to be Gasvergiftung. carbon monoxide poisoning, leading to extreme hypoxia of the body.
Kohlenmonoxidvergiftung. Die Inspektion des Körpers ergab sehr schwere thermische Verletzungen und eine hohe Kohlenmonoxid-Extraktion im Körper, die zum Tod führte. Keine Anzeichen von Schlaganfall, Embolie oder Herzinfarkt. Todesart. Ja, was war's jetzt? Er war gefesselt. Hände waren nicht so ganz gefesselt, Kopf war auch nicht so ganz gefesselt, aber die Füße komplett. Unbekannt. Kann ich nicht. Mord kann ich auch nicht. Just need to add my John Hancock and sew up the body. Good. I'll close the body, trying not to damage what's left of the skin. As for stitching, well, it varies. It can be that the fire victims are in Dass such der immer noch so condition, zart ist, there's wundert nothing left to mich. stitch. So for this job, a thicker needle and heavy-duty thread. Well, everything's holding together. Keeping it together is invaluable in this line of work. Well, after storing the body, there's nothing left for me to do. But thank you for your attention. All the best, and good night. Ugh, my God. What an exhausting day. I need to get these gloves off and call a taxi. I swear I'm about to pass out from exhaustion. Okay. Oh fuck, urine sample. Oh no. Okay, this is it. Dann machen wir eine Urinprobe. I'm dehydrated. I should drink more water. Ich werde durchfallen, weil ich meine Medikamente die ganze noch genommen habe. As expected, sleeping like a log. Er schläft doch nicht wie ein Stein, der guckt doch gerade auf die Kameras. Oder auf den Fernseher. Fuck! What's going on here? Ich rufe jetzt ein Taxi. Ich nehme jetzt nicht meine Medis. Hurricane Taxi, we will take you wherever the wind takes you. Hello. I would, like to order a taxi to 574 Presley Street. Okay, hun. All of our drivers are busy at the moment. Best I can do is within the next hour. An hour? Oh, no. Alright. Let it be. Can I take your name? Jack Hanman. Okay, thank you. Do you have our loyalty card? Oh. Would you like to set one up? We're regular customers, we have discounts and extra. Would that make the taxi get here faster? Well, I thought so. Thank you. Goodbye. This is already giving me a headache. Geh nach Hause. Ugh, Jesus, what now? Yes, how can I help you? Jack. Why did you do that? Why?
Why did you do that? Oh my god! What was that? What the fuck? Fuck. This was some kind of mistake. An hour here. I need a drink. Wo kommt die jetzt her? Oh, strong. Everything's spinning. Okay, das war Kapitel 4. Aber ja, sowas von klar. Die letzte fällt jetzt aus. Genau. Du scheinst mir nicht normal zu sein. Ach so. Gleich ist eine offen. Und Alice steht vor mir mit Sicherheit. Das war ein bisschen laut. Kapitel 5. Wir haben es 0:26 Uhr, ne? Ist das... Ja, er hat auf der Arbeit geschlafen. Fucking shits. They went too far this time. What's that? Meine Urinprobe. Is that blood? Oh God, what's happened? Oh, Mr. Ridley? Oh fuck. Can't you hear all this commotion? Ob das klappt? Ja, klappt. Loch ist immer noch da, passt. Die nächste Leiche liegt auch schon da. Are you deaf? Sure, whatever you say, Hammond. Why is that even funny? Do I need to bring you the evidence? Sure, if you have some. Not me? I think you slept too much myself. Go and see for yourself. I'm going home. I guess I should take my pills. Habe ich doch gerade genommen. I should go to the cemetery later. Buy flowers, not today. To forget the most important of things. Every fucking time. Oh my God. Alice. Wie bist du jetzt dahergekommen? It's only... Da liegt auch noch mal eine Leiche. Soll ich jetzt zwei machen oder was? Oh, I'm so tired. So damn tired. God. What has someone done? I need to prepare. Oh. Gute Frau. Ihnen fehlt da ein Arm und ein Bein.
Wo haben Sie das verloren? Dann könnten wir das auch abholen noch. Könnten Sie mir das bitte verraten? Das ist jetzt aber die letzte Leiche für heute, die ich heute mache. Die ziehen sich immer wie Kaugummi. Investigators determined that the victim was most likely dumped close to the nearby forest. She crawled to the bus stop on her own, as evidenced by the traces of blood she left behind. According to the information provided by the aforementioned friend, the car belonged to the Hurricane Taxi Network. The company was provided with a description of the driver. However, they deny that any of their drivers fit the description. The police have been looking for the man since yesterday. The body was lying in the grass beside the road, where it was spotted by commuters waiting for the morning bus. Ja, klar. A friend at the salon testified that the last time she saw Amber was 2 weeks ago. It was her last day at work before her vacation. At around 9:40 p.m., she left in a taxi for a flight to Amsterdam. Okay. Why do people do such things? The deceased was brought in wearing only underwear. Das sieht komisch aus. Now, photographic documentation. Definitiv, da sieht man mehr drauf. Weil wir haben definitiv erst einmal die komplette Leiche. Hallo? The deceased's skin is extremely pale. No livor mortis is visible. So, dann fehlt hier das Bein einmal. The deceased is also missing her left leg. Dann haben wir hier eine Schnittwunde. Muss ich die auch? Ne, die nicht. Dann haben wir hier Blätter liegen, die interessieren anscheinend nicht. Der Arm interessiert. The palm and front of the hand is covered with numerous wounds. Die Hand befürchte ich auch mal. Nein. Genau, wir haben hier eine Schlagwunde. Victim's forehead. Da hat einen Schlag drauf gekriegt. Dann bei den Bubis haben wir natürlich... Ja, jetzt kann ich so reden. Jetzt haben wir die... Ach doch, Bauch. Der Oberbauch. Okay. Hallo? Da. The deceased is caked in dirt and mud. Und der Arm. The deceased is missing her right arm. So, eins fehlt noch. Der Hals. Da haben wir Handabdrücke drauf. Several signs of redness on the neck and chest. Sie wurde gewürgt. Bein. Warum bist du so faltig? Lots of rough, irregular slashing cuts. You can see that Alice has been through a lot. So.
She's so... Die arme Frau. Focus. The overall picture is... I'll grab the magnifying glass. So, schauen wir uns erstmal. Fresh. The deceased could have fallen, or maybe she was struck Ja. hard. Dann ein Blick auf deinen Arm. Stitched up by someone who knew what they were doing. However, it seems that the sewing was done in a hurry, and quite carelessly at that. Okay, es wurde versucht zu nähen. The wound on the bend of the elbow seems much deeper. I'm wondering about this bruising. Minor redness appearing in several places. Ja. Hier die Brust ist ja auch komplett offen. There are no signs of internal bleeding, detectable through an internal examination. Hallo? Both the Jetzt. arm and leg were taken all the way to the joint. The perpetrator used a scalpel. Sieht fleischig aus, möchte ich auch gerne mal reinbeißen. Da siehst du richtig. Ich bin ein Kannibale, ja. These wounds appear to have been caused by crawling across rough ground. Let me sum this up somehow. Was markiere die... Ja. Wir haben hier, der Arm fehlt ja komplett. Da, das Bein fehlt komplett. Hier haben wir eine Fraktur, hier haben wir eine Fraktur. Und ansonsten, hier haben wir nur eins. Und das war's. Ein frisches, potenziell tödliches Hämatom auf der linken Seite des Stirnbeins. Was? Subduralhämatom. Subduralhämatom. Jetzt. Der rechte Arm wurde an der Schulterlinie entfernt. Entzündung an der Nahtstelle. Sie könnte verblutet sein. Unregelmäßig verteilte Rötungen, Kratzer und Knutschflecken am Hals auf der Brust. Also, wenn du das auf der Brust einen Knutschflecken nennst, dann will ich nicht wissen, was deine Welt ist. Ich will auch deine Vorlieben nicht wissen. Das Bein wurde zwischen dem Hüftknochen und dem Oberschenkelknochen entfernt. Der Stumpf ist abgeschürft und entzündet. Klar, sie hat sich auch noch bis zur Bushaltestelle gerobbt, selber. Der Oberkörper ist mit blauen Flecken und Wunden unterschiedlicher Herkunft übersät. Keine Anzeigen von inneren Blutungen. Relativ tiefe Fleischwunden und Schürfwunden an der Vorderseite des Beins. Infektion. Unregelmäßige Wunden auf der Innenseite des gesamten Arms. Anzeichen eines Katheters in der Ellenbeuge. Aber ein Katheter? Dann wäre sie ja im Krankenhaus gewesen, wenn sie einen Katheter hätte. Wobei, muss nicht sein. Es wurde ja professionell zugenäht. Amber's body. There are some clues. Ich finde mit Sicherheit... hier unten wahrscheinlich irgendwas. Im Gesicht. An der Stirn. Alice, you know that I would never. Why did you
do that. Dann schaue ich mal im Bad nach meinen Tabletten. Jack, breathe. It's just... Pull yourself together. Wenn sie halt nicht helfen würden, dann würde ich sie ja nicht nehmen. Well, we left off with the more traces of the dramatic fight for survival. You can see that there are traces around the hickeys. Most likely saliva. Okay, okay. Körper wurde abgeknutscht. Der Stumpf auch? Komm. Untenrum ist nichts los gewesen. Das wär's jetzt noch. Hinten am Hals haben wir auch noch. Hallo. Traces of smeared blood from wounds. The perpetrator was obviously looking for an opportunity to fulfill his paraphilia. Oh, Christ. The police will have plenty to do. If I can find my hard drive, I could just take an X-ray. I'll move these tables away. Make room for the X-ray machine. Mache etwas Platz. Maybe Dorothy should take over for me today. I keep wandering off in my thoughts. Okay, Platz haben wir gemacht. Das war ja sowas von klar. Fuck. What's going on here? Willst du mich jetzt da reinlassen oder muss ich den Gang weiter entlang laufen? Have I lost my mind? I must have gone crazy. Oh, cases like these can be extremely disturbing. Flachmann. Nope. Nope. Da ist er doch. Huh? Finde das Röntgengerät. Oh, these bulbs need changing. Entweder im Keller oder hier im Lager. Im Lager ist es nicht. They all know. Huh? Did you answer your phone? Telephone? What phone? They all know. Huh? The phone rang a few minutes ago. I didn't hear anything. For you to take medicine. How so? For you to get results. Yeah. I'll call them back. Hallo. Danke.
Das Röntgengerät ist mit Sicherheit im Keller. Warum lässt du da nicht einfach gleich offen? Komm, mach auf jetzt. Geht doch. Ich weiß nicht, ob das Röntgengerät groß ist oder klein ist. Jetzt pass auf, jetzt ist es im Labor und ich muss es nur hinschieben. Nicht im Labor, nehme ich das, bis ich ein anderes finde. I guess I've been here too long. How many takes is it? It all rolls into one. All right. Now I need to set the machine up. Okay. I'll attach the hard drive. Now fire it up. Nimm die Detektorplatte. Ach, da. Richte das Bild auf den Kopf. Oh, now center it between the eyes at the root of the nose. Okay, looks good. I thought for sure this old thing would have tripped the breaker. Bringe die Festplatte ins Labor. I just need to take the hard drive to the lab. I'll print the image and I need to check the frontal bone, crystal galley, aneurysm, internal auditory canals. Alice.
ethmoid and frontal sinuses. And now I can print it. It looks like a good exposure. Why can't I see the wound? I need to look at this in the light box. Wo ist denn der Lichtkasten? Da ist er. Strange. I guess I'll have to repeat. Let there be light. Damn. I knew this luck wouldn't last. I almost believed that this would go off without a hitch tonight. Often, these flickering lights would drive anyone over the edge. Na, Now it's all broken. Great. erst rechts, dann links. Fuck. Don't you wish? I'll need the flashlight and to find Ridley for help. Untersuche das Problem. Mist. Egal, melde dich einfach bei Ridley. What? Cool. Der ist natürlich auch nicht da. There's a surprise. Why is it that whenever I need Ridley for something, he magically disappears into the ether? Oh my god. Oh, alright. What now? Oh, mein Auto ist wieder da. Generator in the shed. Maybe it's been left unlocked. For once, Ridley's carelessness will be useful. It's getting cold. It must have rained earlier. And it looks like it will. Great. And the keeper of the keys has left his post. God, I haven't even started the dissection yet. Fuck it. I'm gonna get a hammer. I don't have the time or the strength. Finde einen Hammer, ja, ich vermute mal, der ist im Keller unten, aber... Nee, doch nicht. Jesus, I'm feeling dizzy. Oh, I'm exhausted. Vor allem, ich kann halt nicht rennen, ne? Ich würde ganz gerne rennen, aber ich darf nicht rennen. Hä? Das Minigame verstehe ich nicht.
God damn it. It's actually holding up. Oh well. Something new in this shithole. Makes a change. God, something's missing here. Some kind of switch or crank. Finde die Kurbel des Generators. There's so much shit in here. Nehme ich die, bis ich eine andere finde. Yes, I think this will work. It fit. All right. Now, just to crank it up. Something wrong? Not for long. Empty. Sure would make a nice decorative ornament for the garden, though. Empty. Sure would make a nice decorative ornament for the garden, though. Ernsthaft? Wodka. Geht doch genauso. Ah, vielleicht befindet sich im Keller ja was. Isopropanol. Just anything inside. Guten Tag. How did it end up here? Oh, das ist eine gute Frage. Und du bist voll. Finally. I'll just start this thing and call Dorothy. I think I've had enough. I shouldn't even be here. Not today. Oh, was ist das für ein Minigame, bitte? I guess that's enough. Nice. Another empty jerry can to add to the collection. At least my head. What just happened? What the fuck? Who tied me up? It's only for a moment. Sorry, man. Steven? What the fuck do you mean? Think I hit you too hard with that shovel. Oh, haha, great fucking joke. Untie me now. I don't have the energy for your shitty games. Mm-hmm. Me too. Alter. I don't understand. Steven! What do you mean? This has got to be some kind of mistake. You
and your problems. You're not the victim here. But... Shut up! Can you shut your mouth for just one fucking second? To me, you are just a murderer. But... What? What? Knocked down? You thought I didn't know anything? I don't have any idea what you're talking about! Stephen! My poor sister. Even now, you can't muster up any courage, any honesty. You disgust me. I suspected you from the beginning. As soon as I found out that Alice is dead, I knew it was you. Tumors, aneurysms, unexplained circumstances. Who are you trying to fool? For God's sakes, you're a doctor! Stephen, no. It doesn't work like that. Shh! I haven't finished talking. Why did you lie, Jack? Why didn't you say anything? You confessed! I knew I had to do something about it myself. Any of this making any sense yet? Threats? A ring? Photos? Red Pete on the loose? He died in that accident, by the way. You sick fuck! Yes, I am! You've no clue just how much. Oh, I'm on some fantastic fucking drugs for it. Only, I've been slipping them to you. I was hoping to break you down, that you'll be pushed into doing something drastic to yourself, and I'll just stand there and watch. Her tumor was incurable. That's a filthy lie. This... It was only a matter of time. Again, lying! I saw the scans. You know what? I think I've had enough of your bullshit. All right. Okay. I lied, but hear me out. We had an argument that day. Worse than usual. I was drunk. And I was angry. There was a fight. I pushed her against the wall. She hit her head and she fell. Yes, just like that. Limp and lifeless. I panicked. I thought, I don't know. I didn't think at all. I was afraid I had caused it. That someone will accuse me. That it'll be the end of my career. When I called an ambulance, it was too late. Way too late. It wasn't an accident. And then I lied. I said that's how I found her. That I wasn't there with her. And now, there's not a day that goes by that I don't think about it. Everything. This whole year. Just dead memories. Oh As if I my didn't exist at all. God. Since that day. Fuck, here we go again. Even now. Even now, you have the nerve to lie. Stephen, I'm sorry. I suffered too. It wasn't an accident. You understand now? Someone has to pay for this. What's going on here? Stephen dropped the gun. It's none of your business, Sean. Leave and forget you saw anything. Steve, you know I can't do that. Mr. Ridley, please, run! Shut up! You know I'll shoot if I have to. Well, in that case, that makes two of us. Stephen, no! Woodland Games. Ich glaube, wir haben das Game durchgespielt. Das war ein Plot-Twist, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe.
Damit habe ich echt überhaupt nicht gerechnet, dass er sie versehentlich doch unfallsweise gekillt hat. Ich bin so fertig gerade. Ich habe mich zwar überhaupt nicht erschreckt in dem Spiel, aber es hat mich trotzdem fertig gemacht. Toll, die 22 Euronen, die ich jetzt für das Spiel ausgegeben habe, sind jetzt schon wieder verbraucht, weil ich es durch habe. Aber gut, sie hätten es länger ziehen können, weil es war ja eigentlich hauptsächlich Obduktion und es hat tatsächlich verdammt Spaß gemacht, Leute zu zerlegen. Muss ich wirklich sagen, es hat Spaß gemacht. Also sie hätten nicht mal die Story länger ziehen müssen, sie hätten halt einfach mehrere Leichen gegeben müssen. Weil dann hatte ich am Ende auch 2 Leichen da liegen. Und die hätte ich auch machen können, so gesehen. Auch komischerweise habe ich ja immer die Obduktion in der Nacht durchgeführt. Wieso auch immer, nie untertags. Auch wenn ich aufgestanden bin untertags und direkt in die Arbeit gefahren bin. Es war immer dunkel. Sobald ich in der Arbeit war. Ich weiß zwar nicht, wie weit ich weg gewohnt habe, aber anscheinend war es schon ein Stückchen. Wenn ich untertags losfahre und in der Nacht dann an der Arbeit ankomme. Aber ja, ich fand's eigentlich wirklich nice. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie noch mal ein Nachgame rein, dass du immer noch Leute zerlegen kannst, darfst, die was du noch nicht hattest, sagen wir so. Ah, ich glaube, wir sind durch mit dem Abspann. Witzig wäre es schon, weil Leute zu zerstückeln gefällt mir trotzdem. So, wenn ich jetzt auf Fortsetzen drücke, dann mache ich die Mission nochmal, oder? Glaube ich mal. Schauen wir mal. Chapter 5. Ja. Was? Möchtest du das Spiel wirklich verlassen und zum Hauptmenü zurückkehren? Alle nicht gespeicherten Fortschritte gehen dabei verloren. Ja, lass mich hier raus. Okay. Es geht zurück an Chapter 5.
wir starten mal das Game neu, dass ich den letzten Achievement bekomme. In der Zeit switche ich mal kurz hier rüber. Da habe ich übrigens auch das Game geholt, ne? So. Das letzte Achievement. Mal schauen, ob ich es kriege. Jetzt kann ich eigentlich Musik anmachen, ne? Ups. Nee. Ja, lass mich hier raus. So. Das heißt, beende die erste tote Erinnerung. Zwei sind noch verfügbar. Okay, das ist wohl Aufzug. Und zwei versteckte. Wenn ich zu Hause bin, kann ich mit dem Aufzug, hätte ich auch einen Aufzug nehmen können. Den habe ich natürlich nicht genommen, ich bin immer die Treppen gelaufen. Gut. Was haben wir hier für Meldungen? Aha. So, das Lied habe ich schon zu oft gehört. Dann gehen wir auf React. Wir haben Dienstag, heute ist Mittwoch, ja. Das Lied kenne ich auch schon, das macht mich müde. Wie mir hier jetzt vom Curry der Autopsy Simulator auch angezeigt wird, aber ja, er ist halt echt verdammt schnell durch gewesen. Klar, die Autopsionen haben sich gezogen wie Kaugummi. Aber ja, gehen wir mal bei Malte rein, schauen wir mal, was das so Schönes gibt. Die dümmsten Mordwaffen, ja, das passt doch gerade perfekt. Leute, Cluedo war gar kein lustiges Gesellschaftsspiel. Das war ein Trainingslager, eine Quelle der Inspiration. Du hast damals auch gelacht, als der gute alte Pfarrer Grün mit dem Heizungsrohr im Garten der Täter war. Aber das ist auch nur so lange lustig, bis wirklich jemand im Keller mit der eigenen Beinprothese zuschlägt. Streit und Menschen gehören ja zusammen wie Nutella und Butter. Und nicht selten endet so eine Aussage damit dem unerklärten Verschwinden von Personen, die dazu eine andere Meinung haben. Und es ist ja eine der menschlichsten Eigenschaften, dass wir in allen Bereichen des Lebens sehr kreativ sein können. Aber auch in den Punkten, die dem Leben gegenteilig gegenüberstehen, sind Menschen in der Vergangenheit unangenehm kreativ geworden. Und dadurch haben so einige wirklich ungewöhnliche Beweismittel ihren Weg in die Asservatenkammer gefunden. Track Launcher kann ja jeder! I've got an idea! Aber hast du dich mal gefragt, was für Nutzungsmöglichkeiten sich tatsächlich unter einem Regenschirm verstecken? Ich will den Regenschirm immer noch haben. Wir heute einmal ein in die Welt der unüblichsten und ungewöhnlichsten Gegenstände, die auf maximal schädlichste Art und Weise zweckentfremdet wurden. Und damit, hey Leute, ich bin's wieder, der das Monetarisierungssymbol anstarrende Mann aus dem Internet. Du bleibst grün! Sonst zeige ich dir mal, für was man Pumpernickel noch benutzen kann. Ich hab dich im Auge.
Machen wir den Anfang mal mit etwas Historischem und gleichzeitig etwas, das wir alle kennen. Verlieren in Gesellschaftsspielen. Ja, Brettspiele machen Spaß, man hat eine gute Zeit zusammen, aber ich will meiner Schwester heute nach 15 Jahren später eine Bombe dafür geben, dass die blöde Kuh mir kein Weizen geben wollte. Am Ende läuft es doch meistens so, dass sich genau 2 Emotionen im Laufe des Spielabends entwickeln. Unendliche Freude bei der gewinnenden Person und unendlicher Hass bei allen anderen. Und das war vor 600 Jahren auch nicht anders. Laut einer Wikinger-Legende aus dem 14. Jahrhundert war es sogar genauso wie heute. Dieser Geschichte zufolge haben die beiden Nordmänner Faber und Soften Schach gegeneinander gespielt. Einfach 2 Bekannte, die sich ein bisschen die Zeit vertreiben wollen. Wie Dr. X und Magneto. Nur weniger X-Men und haariger. Und es ist nicht so wirklich klar, wer beim Spiel jetzt gerade am Gewinn war und wodurch der Streit entbrannt ist. Klar ist aber, wer am Ende im Leben verloren hat. Man kennt es. Erst gibt es den Vorwurf des Schummels. Dann wütendes Aufschlagen auf den Tisch. Irgendwann fliegen erst die Spielfiguren und dann stimmen die Engel für deinen Einzug im Himmel an. Wait, what? Ja, einfache Beschimpfungen haben Faber nämlich nicht gereicht. Also hat er das Spiel Brett seinem Gegenüber über den Kopf gezogen und ihn so final schachmatt gesetzt. Ungut für Soften war aber das Brett war ein Stein. Wikinger-Schach geht doch anders. Meine These, so wurde parallel der erste Grabstein erfunden. Eine ähnlich atmungsbeendende Maßnahme durch Freizeitobjekte hat sich Du wirst jetzt eingegraben. Dein Grabstein steht auch schon. Ein 63-jähriger Mann sein Arbeitsgerät auf eine Art und Weise zweckentfremdet, wie es bis zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nie passiert ist. Die Waffe Banjo! Aus nicht geklärten Gründen ist es zwischen ihm und seiner Frau zu einem Streit gekommen, der dermaßen eskaliert ist, dass er ihr auf seinem Banjo das Lied vom Tod gespielt hat. 2-mal Melodie. Seine erste Banjo-Geige hat als Schlaginstrument nämlich nicht sonderlich lang ausgehalten, also hat er sich noch ein zweites geschnappt, um das Trauerfeierlied auch angemessen beenden zu können. Wahre Liebe. Ich meine, andere spielen Wonderwall. Was ist hier wirklich schlimmer? Ich bin seit 30 Jahren dabei, aber das war der erste Banjo-Mord, den ich jemals gesehen habe. Irgendwie will ich gar nicht wahrhaben, dass so ein fröhliches Instrument so was Schlimmes machen kann. Generell Instrumente irgendwie creepy. Meine größte Angst. Nachts einem Orchester auf der Straße zu begegnen. Die Triangeln, die haben's faustdick hinter den Ohren. Es war aber natürlich nicht das einzige Kapitalverbrechen in F-Moll auf unserer Liste. Denn anscheinend kann man Instrumente noch für ganz andere Dinge instrumentalisieren. Ein runterfallendes Klavier ist dank Cartoons ja fast schon was, das man irgendwie erwarten würde. Egal ob Saiten, Blas- oder Tasteninstrument, alles wird zum Schlagzeug, wenn man es richtig anpackt. Paul Harris hat allerdings vor ein paar Jahren bewiesen, dass auch die Klavierseite aus Hitman nicht allzu weit der Fantasie entspringt. Gut, in diesem Fall war es auch eine Gitarrenseite, aber auch die reichen aus, um anderen das Licht im Akkord auszuknipsen. Beweisstück A, das kopflose Ende einer Jam-Session mit James Garrity. Harris hat ihm nämlich nicht einfach im Agent 47-Style die Luft abgeschnitten, nee, er hat ihn direkt den ganzen Kopf kürzer gemacht. Mit einer Gitarrenseite. Was? Hast du dir mal eine Gitarrenseite angeguckt? Das muss man doch wirklich wollen. Ich will gar nicht wissen, wie er das hinbekommen hat. Das ist gar nicht mal so schwer. Kopf und Schulter war Harris allerdings noch nicht bereit, sich von seinem Leadsänger zu trennen und hat den Kopf einfach behalten. Für die Kopfstimme oder so. Manchmal braucht man einfach einen kühlen Kopf zum Reden. Auch wenn es nicht der eigene ist. Ich sag's mal so, solange du nicht Ernie heißt, hast du kein Recht, diesen Kopf zu behalten. Tritt drauf, Ernie. Ja, tritt drauf, Ernie. Aber genug der musikalischen Möglichkeiten, vor seinen Dirigenten zu treten. Kommen wir zu einem unserer Evergreens. Das Brot ist wahrscheinlich das, was Deutsche am meisten an Deutschland vermissen, wenn sie mal nicht in Deutschland sind. Und ich bin ehrlich, ich bin auch ein Kartoffelbrot. Ich verstehe das. Pumpernickel-Geile. Dass allerdings auch das sehr lebensverneinende Eigenschaften haben kann, hätte ich jetzt so nicht erwartet. Und es hat nicht mal was mit einer extremen Glutenunverträglichkeit zu tun. Denn so wurde der Brite Sir Reginald Hemsley Doddingdale 1988 Opfer einer hinterhältigen Brotattacke. Hätte er mal Doddingdale gehießen, wäre ausgewichen, wie in Matrix. Auf jeden Fall lag er dann da rum und neben ihm lag das Brot. Eine nordamerikanische Variante des Pumpernickels. Laut der ermittelnden Beamten hart wie ein Amboss. Wenn der Leib Christi nach fast 2000 Jahren noch ein Kill fürs Team holt. Frage für die Berliner Polizei. Wer bei den Pumpernickel wirft, ist das dann eine Roggenschrotflinte? Und er war auch nicht der Erste, der nach einem Brotbrechen plötzlich nicht wieder aufgestanden ist. Schon 1801 wird in einer Aufzeichnung von einem Mann aus Wales berichtet, der aus dem Leben bucketiert wurde, weil ihm jemand eine Stange Brot in seine privaten Teile geschmiert hat. Da gab's wohl einen Knack und eine Back in der Hose. Und in beiden Fällen konnte der Täter nie gefasst werden. Ist Brot vielleicht das perfekte Werkzeug? Oder haben wir es einfach mit einem enorm geschickten Täter zu tun, der immer wieder unerwartet zuschlägt? Ist Vollkorn auch in diesem Fall besser? Und wie alt
ist Bernd eigentlich? Aber nicht nur Lebensmittel, sondern auch die Werkzeuge zum Zubereiten können deine Lebenserwartung auf 0 Sekunden setzen. Und wenn ich euch jetzt sage, Winner Winner Chicken Dinner, dann wisst ihr wahrscheinlich schon, was auf euch zukommt. 2012 ist es zu einem Streit zwischen einem Paar gekommen, in welchem die Frau ihrem Noch-Partner irgendwann angefangen hat, einen mit der Bratpfanne überzuziehen. Und dann nochmal und dann nochmal und dann nochmal. So lange, bis die Frau dann auch nicht mehr wusste, wo das Gesicht aufhört und wo die Ikea-Wilster Induktionsplatte anfängt. Und dann hat sie panisch den Krankenwagen gerufen. Hey, kann man da noch was machen? Junge, was hast du denn erwartet? Was passiert, wenn du seinen Kopf als Klangtrommel für dein Küchentambourin benutzt? 22 Jahre Singleplayer-Escape Room passieren dann. Aber in deiner Besteckschublade befindet sich natürlich noch ein weiterer, den Exitus herbeiführender Gegenstand. Nein, ich rede hier nicht vom Filetiermesser. Ich rede vom Dessertlöffel. Ein Mann aus Hatfield hat 2003 nämlich bewiesen, dass der Witz Serial Killer eine dunkle Wendung nehmen kann, als zuerst die Milch in die Schüssel zu kippen. In einem Streit hat er sich, laut eigener Aussage, gegen seinen Mitbewohner wehren müssen und ihn Löffelchen genommen. Naja, und da hat er wohl seine ausgefeilten Tiramisu-Skills ausgepackt und sein nicht mehr Kumpel ist ohne Nachtisch ins Bett gegangen. Für immer. Da das Ganze wohl aber wirklich Selbstverteidigung war, durfte er den Saal als freier Dessert-Connoisseur verlassen. Ja, und dann wurde er 2010 zum Wiederholungsnachtisch-Täter und hat sich für 27 Jahre ausgelockt. Sometimes you win, sometimes you lose. Und spätestens seit Lady Dimitrescu hat das Internet Interesse an großen, saftreichen Beerenfrüchten. Und ja, genau deshalb ist das hier auf der Liste. Vor einigen Jahren ist es in einem Wohnwagen in Washington zu einem Streit zwischen Donna Lange und ihrem Freund gekommen. Laut Augenzeugenberichten hat sie ihn dann in dem Streit auf den Boden und danach sich selbst auf ihn geworfen. Der Undertaker wäre stolz auf sie. Dabei ist sie aber nicht nur auf ihn, sondern auch in ein kurzes Nickerchen gefallen. Und die Beamten haben dann unsere Donnerröschen noch auf ihrem Freund liegend gefunden. Und ihre 2 fehlplatzierten Argumente debattierten zu diesem Zeitpunkt noch mit dem Gesicht des Freundes. Und ich sag's mal so, er war gar nicht Mitglied des Debattierclubs. Er ist einfach zwischen die Fronten geraten. Der wurde von 2 Melonen erstickt. Da konnten auch die ersten Helfer nichts mehr für ihn tun. Naja, immerhin können wir so über einen Fall sprechen, in dem jemand durch die akute Brustbelagerung ausgelockt wurde. Nice. Und wenn wir eh schon bei dem Thema sind, in Brasilien hat eine Frau versucht, ihren Noch-Ehemann ein Stockwerk tiefer zu bringen, indem sie sich hinterm Slip ein bisschen befeuchten wollte. Aber nicht einfach so, sondern mit Rexona Toxic. Der Plan war, ihn zu locken, die Auster ausschlürfen zu lassen und den Mann so aus dem Weg zu räumen. Gescheitert ist der Plan dann aber, weil der Mann auf seinem Weg in den Keller einen auffälligen Geruch bemerkt hat und dann mit seiner Frau ins Krankenhaus ist, weil er sich Sorgen um sie machte. Warum wollte sie diese Green Flag vom Mast nehmen? Da wurde dann auch das Gift festgestellt und vor allem behandelt, denn die Frau hat nicht bedacht, dass auch sie gar kein X-Man ist und Gift ihr auch schadet. Schocker. Was sich anscheinend sehr gut dafür eignet, unliebsame Personen aus dem Weg zu räumen, abnehmbare Körperteile. Vor einigen Jahren hat Deborah Hewitt das bestätigt und dafür eine lebenslange Freizeitamputation gewonnen. Denn gemeinsam mit ihrem neuen Partner hat sie ihrem Ex-Freund ein Bein aus dem Leben gestellt. Wortwörtlich mit ihrer Beinprothese. Schwing das Tanzbein! Ein bisschen zu ernst genommen. Sie hat laut der Anklageschrift erst auf ihren Partner eingetreten, ihr Bein dann aber abgenommen und einbeinig auf ihn eingeprügelt. Das ist wie mit der Hand treten, Alter. Man kann auch übertreiben. Ich meine, vielleicht nicht der beste Sinn für Gerechtigkeit, aber dafür stabiler Gleichgewichtssinn. Aber nicht nur vollständige Beine können anscheinend dazu umfunktioniert werden, jemanden aus dem Leben treten zu lassen. Manchmal reicht schon ein einfacher Schuh. Ganz besonders einer mit hohen Absätzen. 1935 war Edith Maxwell noch mit Freunden unterwegs und ist deshalb später nach Hause gekommen. Ihr Vater war von ihrem zu spät nach Hause gekommen, allerdings nicht sonderlich begeistert und wollte sie zur Strafe auspeitschen. Pferdetöchter. War halt damals so, von nicht mal 100 Jahren. Edith war davon jetzt aber auch nicht unbedingt Fan und hat sich dann in der Auseinandersetzung gewehrt und ihm einen Absatz ins Gesicht geschrieben. Ja, und Papa ist dann wohl auf High Heels in die Hölle gestiefelt und ab da trug der Teufel dann Prada. Oder so. Darüber wurde dann noch ein Film gedreht und wie in Amerika halt üblich. Bist du berühmt, kommst du raus. Aber wo du nicht rauskommst, ist deine Binge-Watch-Session. Viel Spaß noch. Und du schaust nicht weiter, ne? Sonst komm ich mit dem Level. Okay. War wieder funny. Haben wir noch irgendwas, was zum Thema passt? Tatsächlich gerade nicht, nee. Haben wir hier bei Uncut alle durch? Ja. Haben wir hier alle durch? Ja. Dann
Hallo Simply. Das übliche Geschäft mit Wasser. Ja, Unsere Geschichte vom Wasser beginnt mit einem pixeligen Foto von einem Mann, den keiner kennt. Das ist Michael Schäf. Er gilt als Phantom unter den deutschen Superreichen. Es gibt keine öffentlichen Auftritte. Er taucht in keinem Reichen-Ranking auf. Das hier ist das einzige von ihm bekannte Foto. Sein enormes Vermögen verdankt er einem ziemlich simplen Geschäftsmodell. Er hat Milliarden Liter an Grundwasser für sehr wenig Geld aus dem Boden gepumpt, in Plastikflaschen abgefüllt und mit wohl sehr stolzen Gewinnmargen an Aldi, Netto, Edeka und Rewe verkauft. Die SZ nennt ihn den Mann, der zum Wassermilliardär wurde. Dabei ist Michael Schäf nur ein Puzzleteil einer viel größeren globalen Geschichte. Statt Reutlingen Heute geht habe es ich um gerade das gelesen. Business mit Flaschenwasser. You know what I mean? There's a guy from Nestle that doesn't think water is a human right. Wasser, so wie jedes andere Lebensmittel, sollte das einen Marktwert haben. This guy's like going, well, people are running out of water. What if we owned all the water? Dass dieses Wasser häufig anderen Menschen weggenommen wurde, das wissen die wenigsten. Wasser braucht das liebe Vieh, Hollerei und Hollerie. Das übliche Geschäft Es hat mit mich echt Flaschenwasser. überrascht. Alles, was du tun musst, ist Wasser aus dem Boden zu holen und es dann für teurer verkaufen als Wein, Milch oder Öl. In Deutschland hat sich der Verkauf von Flaschenwasser in den letzten 50 Jahren verzehnfacht, in den USA verdreißigfacht. Im Getränkesegment ist Flaschenwasser inzwischen der uneinholbare Marktführer. Es ist auch das mit Abstand profitabelste. Experten rechnen mit weiterhin starkem Wachstum. Wie sind wir hier hingekommen? Treuchtlingen in Bayern im Jahr 2018. Hier sitzt die Altmühltaler Mineralbrunnen GmbH, die zum Imperium von Michael Schäf gehört. Seine Unternehmensgruppe gilt zu diesem Zeitpunkt als einer der größten Mineralwasserproduzenten Deutschlands. Laut SZ-Recherchen stellt der Konzern in diesem Jahr bei der Stadt Treuchtlingen einen Antrag. Er möchte für seine Mineralwässer jetzt mehr als doppelt so viel Grundwasser abpumpen. 550 Millionen Liter anstatt 250 Millionen Liter pro Jahr. So berichtet es zumindest Uwe Ritzer, mit dem wir gesprochen haben. Er hat den Fall für die SZ jahrelang begleitet und auch in diesem Buch behandelt. Das Unternehmen hat das besonders reine und wertvolle Tiefengrundwasser im Blick. Das Unternehmen verspricht der Stadt augenscheinlich, im Gegenzug 65 Millionen Euro zu investieren. Außerdem locken Gewerbesteuern und sichere Arbeitsplätze. Gute Gründe für die hochverschuldete Stadt, dem Wunsch nachzugeben. Nicht nur Altmühltaler bedient sich bei dem Grundwasservorkommen, sondern auch Versorger etlicher Kommunen. Würde die Stadt den Konzern jetzt mehr als doppelt so viel abpumpen lassen, wäre er der viertgrößte Entnehmer. Was damals noch nicht öffentlich bekannt ist, die Pegel des angezapften Grundwassers sinken bereits seit Jahren. Es wird mehr abgepumpt, als nachfließt. Gleichzeitig kann sich Treuchtlingen augenscheinlich nicht mit dem Wasser versorgen, auf dem es sitzt. Rund 80% ihres Leitungswassers bezieht die Stadt per Fernnetz aus 28 Kilometer Entfernung. Treuchtlingen sitzt auf wahnsinnig viel Wasser. Aber wenn ein Treuchtlinger Wasser trinken will, dann muss er es beim Aldi abgefüllt in Flaschen kaufen. Trotz sinkender Wasserpegel schreiten 2018 die Verhandlungen zwischen der Stadt und Altmühltaler augenscheinlich voran. Der Stadtrat soll nicht öffentlich beschlossen haben, der Firma einen Preis von 0,01 Cent pro Liter für ihr wertvolles Grundwasser anzubieten. Ein Treuchtlinger Bürger zahlt für dieselbe Menge Leitungswasser rund 25 Mal so viel. Und der Endverbraucher würde für dieses Wasser, in Plastikflaschen bei Aldi abgepackt, 1800 Mal so viel bezahlen. Die Bürgermeisterin von Treuchtlingen betont, dass so ein Angebot in dem jetzigen Verfahren mit Altmühltaler kein Thema sei. Die bayerische Landesregierung hat inzwischen angekündigt, ein sogenanntes Wasserentnahmeentgelt einzuführen. Altmühltaler wurde inzwischen von Aldi Nord gekauft. Von einer Erhöhung der Fördermengen ist keine Rede mehr. Treuchtlingen ist ein Extremfall. Der Anteil der Mineralwasserbranche an der Wasserentnahme in Deutschland ist winzig. Doch der Fall macht eines deutlich:
wie wahnsinnig profitabel Flaschenwasser sein kann. Wasser gilt in Deutschland als Allgemeingut. Das heißt, man kann es nicht besitzen. Der Staat entscheidet darüber, wer wie viel Wasser und zu welchem Preis anzapfen darf. Wasser ist in Deutschland ziemlich günstig. Doch für Konzerne ist es besonders günstig. In 13 Bundesländern zahlen Mineralbrunnen ein sogenanntes Wasserentnahmeentgelt, das meist sehr niedrig ist. Coca-Cola zahlt in Niedersachsen für einen Liter 0,009 Cent und verkauft es als Vio für ein 1000-faches weiter. In 3 Bundesländern ist die Wasserentnahme sogar kostenlos. Die deutschen Mineralbrunnen in 3 Bundesländern ist die Wasserentnahme Thüringen, Bayern, Hessen, ja klar. Die deutschen Mineralbrunnen verkaufen jährlich rund 10 Milliarden Liter. Branchenexperten gingen lange davon aus, dass auch Michael Schäfs Getränkedynastie kaum Gewinne mache. Ein chronisch an der Selbstkostengrenze operierender Billigwasserspezialist. Doch im Jahr 2020 will Schäf seinen Konzern verkaufen. Also wird das Unternehmen im Auftrag eines potenziellen Käufers von Wirtschaftsprüfern genau durchleuchtet. Die Ergebnisse liegen Ritzer und der SZ vor. Und überraschen. Der Umsatz eines Jahres lag Schätzungen zufolge bei bis zu 350 Millionen Euro, der Gewinn vor Steuern und Abgaben bei bis zu 128 Millionen Euro. Das wäre eine Gewinnmarge von über 30%. Altmühltaler würde dann nicht an der Selbstkostengrenze operieren, sondern wäre extrem profitabel. Und das würde auch das augenscheinliche Vermögen von Michael Schäf erklären. Der Verband Deutscher Mineralbrunnen hat uns auf Anfrage mitgeteilt, dass er Renditen von 30% für unrealistisch und nicht repräsentativ für die Mineralbrunnenbranche in Deutschland hält. Die meisten Betriebe seien regional, klein bis mittelständisch und familiengeführt. Andere Zahlen konnte uns der Verband allerdings nicht nennen. Davon abgesehen meint der Verband, seien Mineralwasser und Leitungswasser unterschiedliche Produkte und hinsichtlich Kostenstrukturen und Preiskomponenten nicht unmittelbar vergleichbar. Aldi hat uns nicht beantwortet, mit welchen Margen Altmühltaler seit der Übernahme arbeitet. Wir haben versucht, Michael Schäf zu kontaktieren. Wir haben ihn über verschiedene E-Mail-Adressen, Kontakte und per Post nicht erreicht. Cool. Nach Jahrzehnten des steilen Wachstums stagniert in Deutschland die Nachfrage nach Flaschenwasser. In manchen Jahren ist sie sogar gesunken. Aber weltweit sind die Aussichten prächtig. Allein in den USA soll der Markt bis 2030 um rund 55% wachsen. Dabei profitiert die Industrie auch von einem jahrhundertealten Märchen, das sich um Mineralwasser rankt. Die französischen Alpen in der Nähe des Genfersees 1789. Ein französischer Adliger wandert durch die Berge. Seit Jahren plagt ihn ein Nierenleiden. Er stößt auf eine Quelle, trinkt davon und findet den Geschmack sehr agréable. Nachdem er einige Tage täglich davon getrunken hat, bemerkt er, dass seine Beschwerden weniger werden. Als sich die Wunderheilung rumspricht, beginnt ein anderer Herr, auf dessen Grundstück sich die Quelle befindet, das Wasser abzufüllen und zu verkaufen. Noch 100 Jahre später, in seinen ersten Printanzeigen, wirbt Evian damit, dass es bei Nierensteinen, Gicht, Leber-, Magen- und Harnwegsproblemen hilft. Heute sollen in Evian-le-Bain pro Tag rund 10 Millionen Liter abgefüllt werden. Alter. Die Marke gehört zu Danone, exportiert in über 150 Länder und ist eines der meistgetrunkenen Mineralwässer der Welt. Mineralwasser gilt schon lange als gesund. Michelangelo bekam es verschrieben, um seine Nierensteine zu heilen. Karl Marx kurierte mit Mineralwasser aus Karlsbad sein Leberleiden und Goethe schwor auf Wasser aus Fachingen. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurde Mineralwasser in Glasflaschen verkauft, aber nicht in großen Mengen. Es blieb über die Jahrhunderte eher ein Nischenprodukt. In der westlichen Welt wird sauberes Trinkwasser aus dem Hahn immer verfügbarer. Das macht es der Branche schwer, überhaupt Fuß zu fassen. 1978 versucht eine kleine Marke aus Frankreich, Mineralwasser als Massenprodukt auf dem US-Markt zu etablieren. Perrier bewirbt sich erst als classy Lifestyle-Getränk, dann als gesunde Alternative zu Softdrinks. Nature herself adds life to the icy waters of a single spring. Perrier. Auch deutsche Marken scheinen auf Attribute wie Reinheit und Gesundheit zu setzen. Weil Fachinger wirkt mit 42 Mineralstoffen. Es ist also gesund. Ja, Fachinger behebt Sodbrennen, reguliert Magen und Darm, stabilisiert den Kreislauf und schafft neue Leistungskraft. Gut, die Fachinger, desto gesünder.
Und dann hat die Mineralwasserindustrie wirklich ganz hervorragend verstanden, und das meine ich jetzt auch nicht ironisch, Mineralwasser als Lifestyle-Getränk zu inszenieren. Mineralwasser trinken, das ist cool, das ist erfrischend, das ist was die Sportler machen, die braun gebrannten Athleten, die dann, wenn es heiß ist, an der Flasche ziehen und dann sieht man da die Wassertropfen. Innerhalb von 40 Jahren verzehnfacht sich der Pro-Kopf-Mineralwasserkonsum in Deutschland. Ob ein Produkt wirklich so grün ist, wie es vorgibt, ist manchmal auch gar nicht so einfach zu durchblicken. Mit Naturstrom erhältst du echten Ökostrom, der ausschließlich aus Wasserkraft sowie Solar- und Windenergie aus Deutschland wieder perfekt platziert. Bei herkömmlichen Stromanbietern einigst du dich zu Beginn auf einen festen Strompreis, der dann für einen festen Zeitraum gilt. Wenn die Strompreise sinken, profitiert nur dein Stromanbieter davon. Der Naturstrom-Flex-Tarif funktioniert anders. Fallen die Großhandelspreise für Strom, sinken auch deine Stromkosten. Davon können Naturstromkunden jetzt profitieren. Außerdem ist der Tarif monatlich kündbar. Flexibler, günstiger und umweltfreundlicher geht es quasi nicht. Wenn du wechselst, kümmert sich Naturstrom um die Kündigung bei deinem alten Anbieter. Über diesen QR-Code und auf simply.deals/Naturstrom kannst du abchecken, welcher Tarif am besten zu dir passt. Mit dem Code SIMPLY erhältst du zusätzlich 30 € Startguthaben. Wie gesund ist Mineralwasser also wirklich? Mineralwasser enthält, logisch, Mineralstoffe. Die Hersteller müssen auf der Verpackung den genauen Mineralstoffgehalt ihres Wassers angeben. Und Mineralstoffe sind tatsächlich wichtiger Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung. Das betonen auch gerne die Mineralwasserhersteller und der Verband Deutscher Mineralbrunnen. Was sie dabei verschweigen: Leitungswasser hat häufig genauso viel oder sogar mehr Mineralstoffe als Mineralwasser. Hier zum Beispiel Calcium. Für gesunde Menschen ist eine normale Ernährung für die Deckung von Mineralstoffen in der Regel völlig ausreichend. Falls du bestimmte Lebensmittel nicht essen kannst und es dir an bestimmten Mineralstoffen mangelt, redest du am besten mit deinem Arzt. Aber das vielleicht wichtigste Versprechen von Mineralwasser ist dieses hier. In Flaschen abgefülltes Wasser ist sauber und rein. Ein Naturprodukt von natürlicher Reinheit. Rein aus der Natur. Einzigartige natürliche Mineralisierung. Unberührt. Mit wertvollen Mineralien für die ganze Familie. Natürliches Mineralwasser muss in Deutschland besondere Qualitätsstandards erfüllen. Es muss aus einer unterirdischen, amtlich anerkannten Quelle stammen und direkt vor Ort abgefüllt werden. Es ist frei von Verschmutzungen und enthält eben Mineralstoffe, die in der Regel aus dem Boden gelöst wurden. Die Mineralwasserhersteller argumentieren genau mit dieser Reinheit, dass sie sagen, unser Wasser ist an einem Brunnen abgefüllt, der ist behördlich natürlich kontrolliert. Entsprechend sieht das Marketing aus. Spür die Natur. Natürlich. Rein. Unberührt seit Jahrtausenden. Echte Reinheit kommt aus den Alpen. Dabei grenzt man sich auch klar von seinem Hauptkonkurrenten ab: Leitungswasser. Painkillers, blood thinners and chemotherapy drugs are just some of the substances that are found in your drinking water. Das Grundwasser, aus dem unser Trinkwasser gewonnen wird, ist zunehmend belastet. Die Gefahr lauert im Verborgenen. Es geht um Nitrate. Gelangt mehr Nitrat in den Boden, als Pflanzen aufnehmen können, ist das eine Bedrohung fürs Grundwasser und damit auch für unser Trinkwasser. Angst ist ein effektives Mittel. Wenn man uns vor Leitungswasser Angst einjagen kann, wird der Markt für Flaschenwasser durch die Decke gehen. Wer Leitungswasser gegenüber misstrauisch ist, wird eher zu abgefülltem Flaschenwasser greifen. Dieser Zusammenhang ist wissenschaftlich gut belegt. Und das wissen auch die Hersteller. Der größte Feind ist Leitungswasser. Wir sind nicht gegen Leitungswasser. Es hat seinen Platz. Wir denken, es ist gut für Bewässerung und Kochen. PepsiCo vertreibt unter anderem Aquafina, das lange das umsatzstärkste Flaschenwasser in den USA war. Neben PepsiCo gelten Coca-Cola, Danone und Nestlé zu den sogenannten Big Four des globalen Flaschenwassergeschäfts. Die angebliche Reinheit des eigenen Produkts zu betonen, zahlt sich aus. In den USA steigt seit den 70ern das Misstrauen gegenüber Leitungswasser, parallel zum steigenden Absatz von Flaschenwasser. Die Luxuswassermarke Fiji Waters warb 2006 mit dem Spruch "The label says Fiji because it's not bottled in Cleveland". Das industriell geprägte Cleveland sieht halt so aus und die Fiji-Inseln so. Die öffentlichen Wasserversorger von Cleveland wollten den Front aber nicht so stehen lassen. Also haben sie in einer eigens durchgeführten Studie kurzerhand die Qualität ihres Leitungswassers mit dem von verschiedenen Flaschenwasserherstellern, darunter Fiji, verglichen.
Das Ergebnis: In ihrem Wasser fanden sie 0 Mikrogramm Arsen, im Fiji Water hingegen 6 Mikrogramm pro Liter. Arsen ist ein für Menschen giftiges Halbmetall. 6 Mikrogramm liegt noch innerhalb der tolerierten Grenzwerte. Der CEO von Fiji Waters, dessen Idee die Kampagne war, beteuerte, in internen Untersuchungen sei der Wert von 2 Mikrogramm nie überschritten worden. Das PR-Desaster war trotzdem da: Cleveland 1, Fiji 0. Die Marke bewirbt ihr Produkt weiterhin als Earth's Finest Water. Das Image vom reinen Wasser aus der unberührten Natur ist in den USA auch insofern falsch, als dass ein Großteil des Flaschenwassers dort nach deutschem Verständnis gar kein Mineralwasser mehr ist, sondern aufbereitetes Leitungswasser. Trotzdem drucken Marken wie Nestlés Ice Mountain oder Poland Spring weiter schöne Naturidyllen auf ihr gefiltertes Hahnwasser. Und selbst wenn Wasser aus der Natur kommt, wie bei deutschen Mineralwässern, ist das immer etwas Gutes? Die Stiftung Warentest hat jüngst zahlreiche Mineralwässer untersucht. Die Qualität war insgesamt hoch, aber in einigen fanden sich Spuren von Pestizidabbauprodukten oder Süßstoffe. Zitat: Gesundheitlich bedenklich sind solche Rückstände nicht. Sie stellen aber die Reinheit der Mineralwässer in Frage. Ja, Nestlé wird in Frankreich verklagt, weil sie verunreinigtes Mineralwasser illegal gereinigt haben. Auch wenn die Qualität insgesamt hoch ist, sind die in Deutschland verkauften Mineralwässer nicht immer so rein und unbelastet, wie die Industrie gerne tut. Das Narrativ vom exklusiven Naturprodukt ist teils zweifelhaft. Beispiel Vio, das von Coca-Cola vertrieben wird. Auf dem Label steht: aus der Lüner Quelle in Lüneburg. Was man als Verbraucher nicht wissen kann: Coca-Cola zapft in Lüneburg dasselbe Grundwasservorkommen an, das öffentliche Versorger auch für das Lüneburger Leitungswasser benutzen. Im Lüneburger Kreistag wurde das Ausschenken von Vio inzwischen verboten. Man wolle Coca-Cola nicht Geld in den Rachen werfen für ein Wasser, das wir auch aus dem Wasserhahn bekommen können. Wir haben Coca-Cola mit diesem Umstand konfrontiert und keine Antwort erhalten. Während Mineralwasser in Deutschland scheinbar ein gutes Image genießt, haben viele Menschen augenscheinlich Vorbehalte gegenüber Leitungswasser. Manche machen sich Sorgen um Arzneimittelrückstände oder Nitrat, das aus Düngemitteln ins Grundwasser geraten kann. Tatsächlich findet man Nitrat im Leitungswasser, allerdings in unbedenklichen Mengen. Über pflanzliche Lebensmittel nehmen wir deutlich mehr Nitrat zu uns als über Leitungswasser. Auch Arzneimittel lassen sich nachweisen. Zum Beispiel Diclofenac. Das ist ein übliches Schmerzmittel und wurde einmal mit einem Höchstwert von 0,006 Mikrogramm pro Liter nachgewiesen. Um auf die Menge einer Tablette zu kommen, müsste man 4,2 Millionen Liter Leitungswasser trinken. Auch Keime oder durch alte Rohre gelöste Metalle wie Blei sind im Gespräch. Das kann tatsächlich passieren, wenn das Wasser länger als 4 Stunden in der Leitung steht. Die Lösung ist entsprechend simpel. Wenn man den Hahn lange nicht benutzt hat, das Wasser einfach ca. 5 Sekunden laufen lassen, bis es kalt und frisch ist, und schon ist man auf der sicheren Seite. Wer in Deutschland Leitungswasser trinkt, kann darauf vertrauen, dass er ein absolut reines, sauberes Lebensmittel zu sich nimmt. Leitungswasser gehört zu den mit am besten kontrollierten Lebensmitteln in Deutschland. In Deutschland kann man täglich und ohne Bedenken Leitungswasser trinken. Die Qualitätsstandards wurden in den letzten Jahren sogar noch strenger. Die deutsche Trinkwasserverordnung soll die strengste auf der ganzen Welt sein. Die Stiftung Warentest hat häufiger die Qualität von Mineralwasser und Leitungswasser in Deutschland untersucht. Im jüngsten Test bewerten sie die meisten Medium-Mineralwässer mit gut oder sehr gut. In einem älteren Test aber kamen sie dennoch zu dem Schluss, dass deutsches Leitungswasser eine höhere Qualität als viele Mineralwasser aus dem Supermarkt hat. Die Stiftung Warentest verwies auch auf den seltsamen Geschmack von einigen Mineralwässern, die in Plastikflaschen abgefüllt werden. Dort sei Acetaldehyd enthalten, das bei der Kunststoffherstellung entsteht und auch gern mal ins Wasser übergeht. Und das ist natürlich nicht der einzige Nachteil von Plastikflaschen. Genau. Muss man nichts Mit der dazu sagen. massenhaften Einführung der PET-Flasche erlebte kommerzielles Flaschenwasser endgültig seinen Durchbruch. Die Plastikflasche war günstiger, leichter und damit profitabler als bisherige Verpackungen. Seitdem werden immer mehr PET-Flaschen hergestellt. Und jedes Jahr geraten Unmengen dieser Flaschen über Umwege in den Ozean. Einer Studie zufolge sind es jährlich zwischen 21 und 34 Milliarden. Das wären, je nachdem wie man es schätzt, rund 2-6% aller PET-Flaschen, die jedes Jahr im Umlauf sind. Alter.
Plastik im Meer vergiftet und zerstört Ökosysteme und es gibt keinen guten Weg, es wieder rauszuholen. Und das sind nur die PET-Flaschen, die im Meer landen. Es gibt natürlich unzählige andere Orte, die zum Endlager einer Evian-Flasche werden können. Die NGO Break Free from Plastic sammelt und analysiert jedes Jahr in über 40 Ländern hunderttausende Stücke Plastikmüll. So wollen sie herausfinden, welche Firmen die größten Verschmutzer sind. Unter den ersten 8 sind im Gesamtranking auch die großen 4 des Wassergeschäfts. Ja, klar. Plastikflaschen haben noch ein anderes Problem. Der wichtigste Rohstoff zur Herstellung einer PET-Flasche ist Erdöl. Plastik zu produzieren, produziert ziemlich viel CO2. Eine Studie aus dem Jahr 2009 kommt zu dem Schluss, dass die Herstellung von Flaschenwasser 1 bis 2000 Mal so viel Energie verbraucht wie die von Leitungswasser. Wasser in Plastikflaschen zu verkaufen, belastet also nicht nur Ökosysteme, es sorgt auch für ordentlich CO2-Emissionen. Eine umweltschonendere Lösung wäre es da vielleicht, mehr Flaschen aus recyceltem Plastik herzustellen. Und das bringt uns zu Coca-Cola. Der Konzern hat den größten Anteil am globalen Flaschenwassermarkt. Er hat Dutzende Marken im Portfolio. In den USA vertreibt er Dasani, in Deutschland Vio. Bereits im Jahr 1990 hat Coca-Cola verkündet, bald sollen ihre Plastikflaschen weltweit zu immerhin 25% aus recyceltem Plastik bestehen. 2001 schraubten sie ihre eigene Zielmarke runter auf 10% bis 2005. 2005 verlängerten sie ihre eigene Deadline auf 2006. 2006 standen sie nicht bei 10%, sondern bei 3,6%. 2008 versprachen sie einfach nochmal 25%, wie schon vor 18 Jahren, neue Deadline 2015. 2014 war klar, dass sie es bis 2015 leider nicht schaffen werden. 2016 setzen sie sich wieder eine neue Deadline bis 2020 und verringern ihre eigene Zielquote auf 20%. Dann verschieben sie die Deadline auf 2025, 2022 stehen sie bei 14,9%. Inzwischen gibt es wieder eine neue Deadline 2030, dann sollen es immerhin 50% sein. Wir haben Coca-Cola um Stellungnahme gebeten und keine Antwort erhalten. Wir haben vor 4 Jahren schon mal ein Video über Coca-Colas Umweltverschmutzung und Greenwashing-Kampagnen gemacht. Checkt das gern mal aus, Link ist in der Beschreibung. Die 3 anderen Flaschenwasserriesen haben ähnliche Versprechen abgegeben und sie genauso gebrochen. Stand 2022 sind alle 4 weit von ihren selbst gesteckten Zielen entfernt. Coca-Cola ist sogar vorne. Aber naja. Nestlé schreibt uns, dass sie inzwischen bei 9,3% stehen. Danone hat uns dazu keine Angabe gemacht, Coca-Cola und PepsiCo haben uns nicht geantwortet. Man kann nur spekulieren, warum es so langsam vorangeht. Eins ist aber sicher, neu hergestelltes Plastik war lange Zeit einfach erheblich billiger als recyceltes Plastik. Eventuell war der Klimaschutz den Konzernen einfach zu teuer. Nestlé schreibt uns dazu, dass sie umgerechnet bis zu knapp 1,6 Milliarden Euro in recycelte Kunststoffe investieren möchten, um die Marktakzeptanz für diese Materialien zu unterstützen. In ihrem eigenen Forschungsinstitut für Verpackungen würden deshalb mehr als 50 Wissenschaftler an nachhaltigen Verpackungslösungen forschen. Aber Coca-Cola und andere Konzerne haben ohnehin schon vor Dekaden eine andere Lösung für ihr Plastikproblem gefunden. Einfach dem Konsumenten die Schuld in die Schuhe schieben. 1971 hat die US-Plastikindustrie diesen italienischen Schauspieler als Indianer verkleidet. Der hat dann in die Kamera geweint, weil verantwortungslose Amerikaner Plastikmüll in seine schönen Flüsse schmeißen. People start pollution. People can stop it. Die Message blieb hängen. Du musst recyceln, nicht das Plastik an sich ist das Problem. Aber, denkt ihr euch jetzt vielleicht, wie wäre es denn mit Pfand? Pfand funktioniert. In Ländern mit Pfandsystem werden Flaschen viel häufiger zurückgegeben als weggeschmissen. Pfandsysteme sind gleichzeitig der Schrecken der Getränkeindustrie. Im Jahr 2017 hat Greenpeace ein internes Dokument von Coca-Cola geleakt. Coca-Cola wollte anscheinend gegen die Einführung von Pfandsystemen in EU-Ländern lobbyieren. Der Konzern befürchtete wohl höhere Kosten und Umsatzeinbußen. Unsere Fragen an Coca-Cola dazu blieben unbeantwortet. Laut ihrer Website scheint der Konzern inzwischen Pfandsysteme zu unterstützen. Nestlé schreibt uns, dass auch sie sich für Pfandsysteme einsetzen würden. In den USA hat sich die Industrie vehement gegen die Einführung von Flaschenpfand gewehrt. Bis heute gibt es in den USA in nur 10 Bundesstaaten Pfand. Global haben nur etwas mehr als 30 Länder ein Pfandsystem. Okay. Ein Allheilmittel ist Pfand trotzdem nicht. Selbst wenn Einweg-PET-Flaschen häufiger zurückgegeben werden, ist das kein geschlossener Kreislauf. Die Flaschen werden geschreddert, die Flakes werden nur in Teilen zu neuen Flaschen verarbeitet, der Rest wird downgecycelt, ins Ausland verschifft oder verbrannt.
Die Ökobilanz von Mehrwegflaschen oder der Kreislaufflasche von Lidl ist deutlich besser. Was am Ende den geringsten CO2-Fußabdruck hat, ist gar nicht immer so leicht zu sagen. Siehe unser 2BG zum Thema. Deshalb mal grundsätzlicher gefragt, brauchen wir überhaupt so viel Trinkwasser in Plastikflaschen? Im Jahr 2018 startet das Bundesumweltministerium eine Kampagne namens Nein zur Wegwerfgesellschaft. Darin sagt sie dem Plastikmüll-Tsunami den Kampf an. Einer der Lösungsvorschläge: Förderung des Leitungswassertrinkens. An öffentlichen Plätzen und in öffentlichen Einrichtungen soll Leitungswasser als Trinkwasser zur Verfügung stehen. In Städten soll es überall bald Nachfüllstationen mit Leitungswasser geben. Wasserflaschen für den heimischen Verzehr zu kaufen, sei in der Regel unnötig. Die Industrie reagiert alarmiert. Der Verband Deutscher Mineralbrunnen spricht von staatlichen Akteuren, die es sich zum Ziel gesetzt haben, den Konsum von natürlichem Mineralwasser zu beeinträchtigen. Uns teilt der Verband mit, dass die Wahlfreiheit der Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland ein hohes Gut sei. Unangemessene Bevormundung der Verbraucher oder Verbreitung unsachlicher Fehlinformationen sieht der Verband kritisch. Im Jahr 2022 gab es in ganz Deutschland gerade einmal 1300 öffentlich benutzbare Trinkwasserbrunnen. Der Ausbau bleibt überschaubar. Für dieses Jahr hat das Bundesumweltministerium angekündigt, 51 neue Trinkbrunnen zu fördern. In Deutschland haben wir den Luxus, dass bei uns extrem hochwertiges Trinkwasser aus der Leitung kommt. In vielen Ländern der Welt ist das anders. Und dort hat die Flaschenwasserindustrie besonders leichtes Spiel. Ja, klar. Mexico City, 19. September 1985. Um 7:19 Uhr im TV-Studio der Sendung Hoy mismo. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, Chihuahua. 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos. Tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Das Erdbeben an diesem Donnerstagmorgen erreicht einen Wert von 8,1 auf der Richterskala. Rund 10.000 Menschen sterben, über 400 Gebäude kollabieren, Tausende werden beschädigt. Im Wasserverteilungssystem kommt es zu 163 Rohrbrüchen. Innerhalb weniger Minuten sind über 5 Millionen Menschen von der Trinkwasserversorgung abgeschnitten. 6 Jahre später wütet in Mexiko eine Cholera-Epidemie, die jahrelang anhalten wird. La investigación epidemiológica de los casos de cólera identifica como principales factores de riesgo el consumo de agua y alimentos contaminados con el vibrio. Um Cholera-Infektionen in Schach zu halten, raten Gesundheitsbehörden der Bevölkerung, auf Leitungswasser zu verzichten. Währenddessen Mexico's economic crisis deepened today with stocks dropping sharply and the peso still under fire. Entsprechend kündigt die Regierung einen harten Sparkurs an. A government austerity plan announced yesterday in billions of dollars in assistance from the US and others apparently have not bolstered the confidence of investors. Darunter leidet auch die Wasserinfrastruktur. Selbst Jahre nach dem Erdbeben gibt es in Mexico City immer noch monatlich etwa 2000 Rohrbrüche. Und noch heute gehen 30% des Wassers in der Stadt durch undichte Stellen verloren. In manchen Regionen Mexikos kommt stunden- bis tagelang kein Wasser aus der Leitung. Wenn es rauskommt, ist es manchmal gelb oder braun. Wer es trinkt, kann davon krank werden. Die öffentliche Trinkwasserversorgung in Mexiko liegt also mehr oder weniger in Trümmern. Höchste Zeit, dass unsere alten Bekannten die Bühne betreten. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! 1996 kauft Danone das mexikanische Flaschenwasser Bonifont. Kurz danach kommen auch Marken von Coca-Cola, PepsiCo und Nestlé auf den Markt. Wenig später wählt Mexiko einen neuen Präsidenten, der davor mal CEO von Coca-Cola Mexiko war. Oh. Fox besetzt die mexikanische Wasserbehörde mit einem alten Coca-Cola-Buddy. Der setzt den Sparkurs fort. Gleichzeitig privatisiert er große Teile der Trinkwasserversorgung. Er erlaubt der Flaschenwasserindustrie im großen Maß, sich an heimischen Wasserquellen zu bedienen. Der Markt boomt. Coca-Cola verzeichnet während Fox' Präsidentschaft jährliche Wachstumsraten von bis zu 27%. Mehr zu Coca-Colas übler Geschichte in Mexiko erfahrt ihr in diesem Video von uns. Heute dominieren vor allem Danone, Coca-Cola und PepsiCo den mexikanischen Markt. Ja, Mexiko Danone ist inzwischen das Land mit dem größten Pro-Kopf-Verbrauch an Flaschenwasser weltweit. Der Großteil der Bevölkerung deckt ihren Trinkwasserbedarf ausschließlich über diesen Weg. Meistens kaufen sie riesige 20-Liter-Flaschen, sogenannte Garrafons.
Was nach einem Erdbeben und einer Cholera-Epidemie als Notlösung begann, ist längst eine alltägliche, bittere Notwendigkeit. Wasser ist in Mexiko kein Allgemeingut, sondern eine ganz normale Handelsware. Wäre es nicht toll, wenn das überall so wäre? Ja, es gibt auch ja bei uns ein schönes Lied, Wasser braucht das liebe Vieh, Hollerei und Hollerie. Das ist Peter Brabeck. Er ist zu diesem Zeitpunkt CEO von Nestlé. Und er hat seine eigenen Ansichten dazu, wie man Trinkwasser verteilen sollte. Es geht darum, ob wir die normale Wasserversorgung der Bevölkerung privatisieren oder nicht. Und da gibt es zwei verschiedene Anschauungen. Die eine Anschauung, extrem würde ich sagen, wird von einigen von den NGOs vertreten, die darauf pochen, dass Wasser zu einem öffentlichen Recht erklärt wird. Das heißt, als Mensch sollten Sie einfach Recht haben, um Wasser zu haben. Das ist die eine Extremlösung. Ja? Und die andere, die sagt, Wasser ist ein Lebensmittel, so wie jedes andere Lebensmittel, sollte das einen Marktwert haben. Wenige Jahre später schreibt Brabeck in einem Artikel, Wasser ist das neue Gold und einige kluge Länder und Firmen setzen bereits darauf. Zu der Zeit formiert sich immer mehr Widerstand gegen Nestlés skrupellose Wasserpolitik. Anfang der Nullerjahre beginnt das Autorenteam der NGO Attac zu Nestlé und auch seinem Wasserbusiness zu recherchieren. Nestlé beauftragt daraufhin eine Sicherheitsfirma, die Gruppe auszuspionieren. Eine Mitarbeiterin unterwandert sie unter falschem Namen und berichtet Nestlé von den Vorgängen. Der Konzern wurde zivilrechtlich dafür belangt und musste zweimal 3.000 Franken Schmerzensgeld zahlen. Alter. Nestlé bekräftigt uns gegenüber, dass dieses Vorgehen absolut gegen ihre Unternehmensgrundsätze verstößt und angemessene Maßnahmen ergriffen wurden. Als der öffentliche Druck weiter steigt, veröffentlicht Nestlé ein Promo-Video. Darin erklärt Brabeck, dass es da leider ein paar Missverständnisse gegeben habe. Auch Nestlé schreibt uns gegenüber, Brabeck sei in Bezug auf Wasser missverstanden worden. Nestlé würde außerdem konsequent daran arbeiten, diese wertvolle Ressource zu schützen. There are apparently some misconceptions about my ideas on water. I've always supported the human right to water. Aber es sollte halt trotzdem einen Wert haben. If we give water value, there will be an incentive to invest in looking after our supply. Frei übersetzt, das soll bitte der freie Markt regeln. In Mexiko hat Trinkwasser einen Wert, den der freie Markt regelt. Das Trinkwasser für die meisten kommt nicht aus dem Hahn, sondern wird in riesen Plastikflaschen aufwendig durchs Land gekarrt. Das ist ineffizient und teuer. In einigen Fällen geben mexikanische Familien 10% ihres Einkommens nur für Flaschenwasser aus. Wohlhabende hingegen gerade mal rund 2%. Ob man sauberes Wasser trinkt oder nicht, hängt häufig vom Einkommen ab. Es gibt Berichte, dass Ärzte ihren Patienten empfehlen, das saubere Markenwasser zu kaufen. Wer es sich nicht leisten kann, muss auf billigere Kleinhändler ausweichen. Die haben nicht die Expertise, die Wasserqualität auf ähnliche Weise zu kontrollieren. Wem selbst Kleinhändler zu teuer sind, ist auf häufig schmutziges Leitungswasser angewiesen. Bewohner behelfen sich damit, eigene Filter zu improvisieren oder das Wasser abzukochen. In den Gegenden, wo das üblich ist, gibt es auch häufiger Magen-Darm-Erkrankungen. Gutes Wasser für Reiche, schlechtes Wasser für Arme. Warum es Staaten nicht schaffen, ihre Bürger mit sicherem, trinkbarem Leitungswasser zu versorgen, kann viele Gründe haben. Oft mangelt es schlicht an Geld. Studien zufolge sind einkommensschwache Länder und ländlich geprägte Regionen besonders betroffen. In letzteren ist es extra teuer, in Chile eine ist es vernünftige Versorgung aufzubauen. Aber Mexiko ist kein Entwicklungs-, sondern eher ein Schwellenland. Und Mexico City ist keine ländliche Region. Trotzdem funktioniert das Wassersystem nicht. Und warum sollten Politiker Millionen in eine Wasserinfrastruktur investieren, wenn sich die Bevölkerung längst mit Flaschenwasser abgefunden hat? In anderen Schwellenländern, wie zum Beispiel Indonesien, kann man Ähnliches wie in Mexiko beobachten. Schlechtes Leitungswasser und ein explodierender Flaschenwassermarkt. Die Flaschenwasserindustrie hat die Situation in Mexiko nicht verursacht, aber sie profitiert dennoch enorm von ihr. Laut der WHO haben rund 2,2 Milliarden Menschen in ihrem Zuhause keinen Zugang zu sicherem Trinkwasser. Jedes Jahr sterben deshalb rund 800.000 Menschen. Aufgrund des Klimawandels werden immer mehr Menschen in Gebieten leben, die mit Wasserknappheit zu kämpfen haben.
Je wärmer die Erde wird, je durstiger die immer weiter wachsende Weltbevölkerung, je dreckiger und je größer das Sterberisiko durch kontaminiertes Wasser, desto größer wird auch die Nachfrage nach Flaschenwasser. Die Industrie hat eine rosige Zukunft vor sich. Leider Gottes. Leider Gottes. Dazu auch Cheers. Leider Gottes lässt sich das so schwer ändern. Aber ich sage jetzt hier auch tatsächlich das Ende von diesem Stream an. Erstens, ich bin total müde. Fertig und kann nicht mehr. Mir fallen jetzt schon die Augen zu, schon die ganze Zeit. Also. Dann einmal hier schließen. Gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, beziehungsweise jetzt um 8. Also in 6 Stunden. Kommt ein kurzer Short raus. Von der gestrigen Folge. Und der nennt sich Ich will die Karte sehen, genau. Und dann um 12 kommt Folge Nummer 10 raus. Genau. Ich werde mich auf jeden Fall hier verabschieden. Es war ein verdammt schöner Stream. Bis zur nächsten Folge. Oder bis zum nächsten Stream. Ciao, ciao.